Ja, bei mir ist es 2 Minuten nach 16:30 Uhr, also 2 Minuten nach halb. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen hier aus Greifswald zu unserer Februar-Sepsis-Akademie. Und wir haben heute ein Thema, was ich mir schon lange gewünscht habe, weil wir viel Hoffnung da hineinsetzen und andererseits viele Mythen darüber existieren. Und vielleicht bekommen wir heute etwas Licht in dieses Dunkel. Es geht nämlich um künstliche Intelligenz und Sepsis. Und ich werde die beiden Referenten gleich vorstellen, will zuvor kurz nochmal für alle, die das erste Mal dabei sind, kurz die Regeln erläutern. Wir haben heute 2 Vorträge, einmal die klinische Sicht auf KI und Sepsis und dann die Sicht des Informatikers. Und wir würden es so machen, dass wir nach jedem Vortrag diskutieren. Und die Diskussion wird so stattfinden, dass Sie entweder in den Chat Ihre Fragen schreiben oder in den F&A-Bereich. Ich werde es dann vorlesen. Wenn natürlich jemand richtig diskutieren möchte mit Bild und Ton, dann kann ich das auch ermöglichen. Aber das andere ist einfach ein bisschen praktikabler. Dann möchte ich noch aufmerksam machen auf die Sepsis-Akademie im März, die am 15.03. stattfindet, wieder um 16:30 Uhr, wo Herr Professor Pleetz aus Jena uns zum Thema Therapieoptionen bei multiresistenten Erregern referieren wird. Ja, auch ein Thema, was immer relevanter für uns wird, auch mittlerweile hier bei uns im Norden. Dazu möchte ich Sie schon heute herzlich einladen. Und ansonsten wissen Sie ja, wie es läuft. Sie haben sich angemeldet. Dadurch bekommen Sie, wenn Sie es möchten, auch die Ärztekammerpunkte und ein Teilnahmezertifikat. Ich würde sagen, das war genug Organisatorisches. Jetzt freue ich mich sehr, dass ich Ihnen Professor Adamczyk vorstellen darf. Er ist Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerzmedizin am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus in Bochum. Und er hat sich in seiner beruflichen und wissenschaftlichen Laufbahn sehr viel mit Sepsis, Multiorganversagen und ARDS beschäftigt. Und seit einigen Jahren gibt es in NRW ein neues Netzwerk, und davon ist Professor Adamczyk der Initiator. Es ist nämlich das Sepsis Datanet, wo es praktisch darum geht, die Diagnostik und die Therapie bei Sepsis zu verbessern. Und das Wort Datanet sagt ja schon auf der Basis natürlich von Daten. Es ist ein Projekt, was meines Wissens vom NRW und der EU gefördert wird und wo wir, so glaube ich, heute einen ersten Eindruck bekommen, worum Sie sich in Bochum kümmern, zusammen mit vielen Partnern und was aus diesem Aspekt vielleicht auch in Zukunft für unsere Sepsis-Diagnostik und Therapie relevant sein kann. Das soll es von mir gewesen sein, Herr Professor Adamczyk. Ich freue mich sehr und übergebe Ihnen das Wort. Ja, lieber Herr Gründling, vielen Dank für die netten einleitenden Worte. Ich möchte Sie alle ganz herzlich aus Bochum grüßen und hoffe, dass Sie in den nächsten 45 Minuten mit mir gemeinsam letzten Endes das Thema bearbeiten, KI in der Sepsis aus der Sicht des Klinikers. Und ich habe dazu geführt, der schmale Grat zwischen Vision und Illusion. Und möchte sofort zum Thema kommen. Ich sage, seit 80 Jahren haben wir trotz milliardenschwerer Förderung in der Sepsistherapie eigentlich keinerlei erfolgreiche Innovation. Wir haben zuletzt hier mit Krankenkassendaten mehr als 100.000 Patienten untersucht und die eine Sepsis hatten, haben so ein bisschen geschaut, wie sind da eigentlich die Sterberaten und waren immer wieder erschrocken, dass selbst nach 5 Jahren hier noch Auswirkungen von einer Sepsis zu sehen sind und die Sterberaten exorbitant sind. Täglich sterben, Sie wissen das, 162 Patienten an einer Sepsis. Und selbst wenn man das Krankenhaus lebend verlässt, versterben im ersten Jahr, wie ich Ihnen gerade angedeutet habe, immerhin noch 47% der Überlebenden.
Das heißt, 28.000 sterben innerhalb des ersten Jahres. Und wenn man das einmal vergleicht mit den Toten, die wir im Straßenverkehr zu vergleichen oder zu betrauern haben, dann sind es gerade mal dort 9. Also ich kann zusammenfassen, das erste Dia: täglich stürzt ein mittelgroße Passagiermaschine ab, und von Innovation, glaube ich, können wir da nicht sprechen, dass wir, ja, wie zum Beispiel beim Herzinfarkt, die Sepsistherapie so revolutioniert haben, dass wir auf Sterberaten von 6-7% kommen, wo wir mittlerweile beim Herzinfarkt sind. In den letzten 10 Jahren haben wir geglaubt, dass die Sepsis in 5 Tunnel verlaufen könnte, wobei 2 oberhalb eines Überlebens stehen und 2 unterhalb eines Überlebens stehen. Die beiden Tunnel im oberen Bereich, ja, die werden assoziiert mit dem sogenannten Hyperinflammationssyndrom, und die beiden Tunnel auf der rechten Seite hier angedeutet, die werden assoziiert mit dem sogenannten CAS oder antiinflammatorischen Syndrom. Und wenn Sie das nächste Bild sehen, das ist unglaublich viel zitiert worden von Hotchkiss. Dort heißt es eben, dass wenn diese beiden Kräfte miteinander ins Gleichgewicht kommen, ja, dann laufen die Weichen Richtung Grün und wir können überleben. Man hat diese Tunnel auch sehr gut charakterisiert über Oberflächenmarker an den Immunzellen, so dass man eigentlich diese beiden Tunnel und die Einfahrten gut beschreiben konnte. Man sagte zum Beispiel, naja, wenn ich ein Hyperinflammationssyndrom mit starkem Schock am Anfang habe, versterben einige in diesen Tunnelbereichen eben am schnellen Multiorganversagen oder in den späteren Phasen im Multiorganversagen, weil einfach wirklich alle Organsysteme nacheinander in der Hyperinflammation destruiert werden. Aber auch die Antiinflammation, dachte man, ist absolut schädlich, weil wir vielleicht den primären Keim nicht eliminieren können oder sich im Verlauf eine nosokomialer Infektion an die andere anschließt. Und nur wenn Gas und Bremse des Immunsystems im Gleichgewicht sind, dann haben wir eigentlich die Vorstellung gehabt, dass der Patient überlebt. Ist das aber wirklich richtig oder ist das auch wahr, dass wir hier von einem linearen, komplexen System ausgehen? Diese Frage beantwortet sich eigentlich, wenn wir die Therapieerfolge mit den verschiedenen Immunotherapien uns anschauen. Und ich selbst hatte das Vorrecht gehabt, dass wir eben eine große Kohorte bilden konnten, wo wir letzten Endes die Patienten charakterisierten und nur die Hyperinflammierten uns anschauten und dann die Hyperinflammierten hier angedeutet mit Cortison behandelt haben. Also wirklich eine kausale Therapie von Hyperinflammation, und ich musste mit Erschrecken feststellen, dass die Sterblichkeit nicht hier nur um 30% höher war. Nein, in einer multivariaten Cox-Regressionsanalyse war diese Mischung, diese toxische Mischung aus Therapie und Hyperinflammation mittels Cortison als unabhängiger Risikofaktor identifiziert worden mit einer Hazard Ratio von fast 6. Also ich habe mit meinem Therapieansatz, so mit diesem Denkansatz, fast eine 6-fach höhere Sterblichkeit produziert. Und das hat mich eigentlich wirklich erschrecken lassen. Und in der Literatur gab es letzten Endes auch für die Möglichkeit, die Antiinflammation zu beheben. Ich habe jetzt nur hier eine Meta-Analyse, zum Beispiel mit GCSF oder GMCSF, auch keinerlei Therapieerfolge. In einigen Fällen sah man sogar, dass es hier schädlich war. Und das Gleiche gilt auch für die vielfachen extrakorporalen Zytokin-Eliminationsverfahren, also die Blutwäscheverfahren. Nicht eins dieser Verfahren konnte zeigen, dass wenn wir linear in dieses System eingreifen, die Mortalität in irgendeiner Weise positiv beeinflussen können. Also auch die letzten 10 Jahre, wo wir ausgegangen sind, das ist die Zusammenfassung der ersten 5 Dias, dass es sich hier um ein, ja, vielleicht schweres, aber lineares System handelt, welches aus 2 großen Komponenten besteht, der Inflammation und der Antiinflammation. Das war falsch gewesen.
Doch was ist es nun, wenn die Kausalität nicht mehr das Maß aller Dinge ist und wenn wir Hypothesen durch Falsifikation oder Verifikation nicht mehr sinnvoll testen können? Ich habe damals vor ungefähr 15 Jahren ein Gespräch gehabt, oder ja, 12 Jahren war es eigentlich, ein Gespräch gehabt mit einem Physiker und Verfahrenstechniker, dem ich mein Leid geklagt habe. Und er sagte: Michael, du beschreibst mir hier eigentlich ein chaotisches System oder ein nicht lineares, komplexes System. Und auf die Frage, was ist das eigentlich und was bedeutet das, sagt er: ja, es sind Korrelationen im Ozean von Daten und darin erodiert eigentlich unsere Kausalität. Wir müssen jetzt hier über Muster nachdenken. Ich habe es noch immer nicht kapiert, was er damit meinte. Und dann hat er mir ein ganz einfaches Beispiel gebracht und das möchte ich Ihnen auch bringen. Er sagte, 1960 gab es einen Mann, Edward, hier nochmal, da ist er aufgezeigt, Edward Lorenz, ja, der hatte gesagt, okay, wenn Sie genug Daten sammeln von den gesamten Wetterstationen der Welt, ist es mir möglich, mit meiner mathematischen Theorie vorherzusagen, dass ein Flügelschlag am Amazonas einen Wirbelsturm in Florida auslöst. Auf dem ersten Blick sagt man, was ist das denn für ein Quatsch? Aber in Analogie vielleicht für die Sepsis, eine kleine Infektion mit einem Bakterium kann letzten Endes den Wirbelsturm, auf der rechten Seite dann hier das Muster eines schweren septischen Schocks auslösen. Und dazwischen befinden sich unendlich viele Variablen, unendlich viele Korrelationen und Zufälle, die wir aber anscheinend mit der sogenannten Chaostheorie berechnen können. Das heißt, wir können mit den Algorithmen der Chaostheorie, und das ist die Grundlage der künstlichen Intelligenz, sind wir in der Lage, Vorhersagen zu machen oder Vergleiche herauszuarbeiten, die für uns dann wiederum erkennbar in sogenannten Mustern sind. Vielleicht an diesem Bild ja auch sehr schön zu sehen, wir haben unendlich viele kleine Punkte, und es wird durch eine Vergrößerung möglich, hier dieses Kleeblatt zu sehen. Und dabei helfen uns diese neuen mathematischen Modelle. Edward Lorenz wurde 1960 als Spinner herabgesetzt, weil er letzten Endes nicht die Möglichkeiten hatte, mit den Computertechnologien solche Algorithmen letzten Endes ja in die Praxis hinüber zu retten oder hineinzubringen. Wenn man sich einmal vorstellt, dass ein Supercomputer von heute, wie sie zum Beispiel in den Wettervorhersagezentren benutzt werden, eine Leistung haben wie 170 Milliarden Großrechner von 1970, dann wissen Sie, was in den letzten Jahren passiert ist und dass wir mit solchen Computern in der Lage sind, unendlich viele Rechenoperationen in kürzester Zeit durchzuführen und dass wir dadurch auch in der Lage sind, über Trial and Error letzten Endes Vorhersagen zu machen, die wir im linearen System oder in der Vorstellung eines linearen Systems nicht durchführen können. Und jetzt stellt sich die Frage, was sind denn eigentlich oder wo kommen denn unsere Datenpunkte, die unendlich vielen Datenpunkten her? Und wenn man sich diese verschiedenen Ebenen der Netzwerkmedizin anschaut, dann sehen Sie auf der unteren Ebene die neuen modernen Omics-Technologien. Also wir sind heute in der Lage, innerhalb von wenigen Stunden das gesamte Genom, das Proteom, das Metabolom, Transkriptom, Epigenom durch diese Hochdurchflussmethoden darzustellen und haben dann unendlich viele Datenmengen. Aber diese Daten alleine reichen nicht. Wir müssen dann schauen, welche Protein-Protein-Interaktion gibt es? Wie regulieren einzelne Genabschnitte wiederum ganze Proteinnetzwerke? Oder wie sind die Zell-Zell-Kommunikation, wie ist die Zell-Matrix-Interaktion? Und darüber hinaus, wie sind dann die großen Organsysteme miteinander verschaltet? Wie ist dort der Crosstalk? Wie haben letzten Endes auch die Nebenerkrankungen, also das Disease Network, ineinander gegriffen und greifen bis hin in die unterste Ebene hinein. Also all diese komplexen Systeme lassen sich heute sehr gut beschreiben, indem wir die Daten sammeln und letzten Endes über KI dann auswerten lassen, um uns Bilder und Muster zeigen zu lassen, die wir dann mit Krankheitsauskommen oder Subgruppenanalysen
oder vielleicht sogar auch Modellierung, das heißt Vorhersagen von bestimmten Therapieansätzen nutzen wollen. Was brauchen wir dafür, habe ich Ihnen gerade gesagt, als Zusammenfassung nochmal wiederum des zweiten Abschnitts. Die Kausalität ist nicht mehr das Maß aller Dinge, denn unser Immunsystem in der Sepsis ist nicht kausal, sondern eigentlich nicht linear, komplex, vielleicht sogar chaotisch. Und um dieses nun letzten Endes zu charakterisieren, haben wir aus Bochum heraus dieses Netzwerk gegründet und haben von ungefähr 650 Patienten sind es jetzt, über 4 verschiedene Zeitpunkte den Patienten, an den septischen Patienten Blut entnommen, haben das Blut ganz standardisiert behandelt, sodass wir wirklich nicht nur die Omics-Technologien alle durchführen können, sondern auch die anderen Ebenen, die ich Ihnen vorhin dargestellt habe. Wir haben verschiedenste Immuntestungen durchgeführt, Zytokinanalysen durchgeführt, Mikrobiomanalysen durchgeführt und zusätzlich dazu haben wir dann die PDMS-Daten, mehr als 749 Variablen im 1-Minuten-Takt gesammelt und die in einer künstlichen, intelligenten Datenbank von der Firma Kairos asserviert, um dann weiter zu bearbeiten. Dazu hatten wir im Land im ersten Ansatz von der EU und von dem Land 3,6 oder 3,3 Millionen Euro zur Verfügung bekommen. Und im zweiten Teil hat man gesagt, Mensch, das ist wirklich erfolgreich, nach einer intensiven Prüfung uns nochmal 3,6 Millionen zur Verfügung gestellt, um das dann auch auf Covid zu übertragen, sodass wir nicht nur das Sepsis-Datanet NRW haben, sondern auch Covid-Datanet NRW. Wir haben dazu eben 8 Universitätskliniken beziehungsweise maximal Versorger miteinander verbunden. Und dazu möchte ich Ihnen im nächsten Dia einmal zeigen, wie so etwas funktionieren kann. Weil der Datenschutz wird immer herangezogen, um eigentlich gute neue Ansätze zu verhindern. Und wir konnten in Bochum eigentlich zeigen, dass der Datenschutz kein Problem ist. Dabei hat uns, wie schon gerade gesagt, die Firma Kairos extrem geholfen. Grundlage dieser Überlegung war, dass wir gesagt haben, wir müssen Pseudonyme erzeugen, da die Daten immer in dem jeweiligen Haus, die nicht anonymisierten Daten in dem jeweiligen Haus bleiben müssen und wir nur pseudo-anonymisierte und anonymisierte Daten in eine zentrale Datenbank nach Bochum bekommen dürfen. Und darüber konnten wir letzten Endes die Datenschützer überzeugen, dieses System auch zu genehmigen. Wie haben wir das gemacht? Wie gesagt, das Pseudonym wurde letzten Endes dann an die entsprechende Klinik gesandt. Wir haben dann dazu die KISS-ID mit dem Pseudonym verbunden und haben dann die PDMS-Daten letzten Endes zunächst einmal in ein sogenanntes Metadata Repository System neu konfiguriert. Das heißt, wir haben ein Common Dataset, also wir haben die Variablen zuerst bestimmt und diese Variablen haben natürlich in jeder Klinik eine unterschiedliche Ablage, unterschiedliche Konnotationen und wir mussten, sage ich mal, eine gemeinsame Sprache finden. Und das haben wir entsprechend so gelöst, dass wir die Daten aus dem PDMS-System zu einem sogenannten MDR gesandt haben. Dort wurde die Sprache quasi übersetzt in eine einheitliche Sprache, um dann in einem ETL-Prozess die Daten letzten Endes aus dem PDMS-System in das lokale Centrax-System, also in das lokale Datenverarbeitungssystem der Firma Centrax zu überführen. Da haben wir einen ganz normalen XML-Prozess für angewandt. Und dann sind, nachdem letzten Endes die Pseudo-Anonymisierung abgeschlossen war und wir die Informationen in Bochum erhalten haben, dass es hier auch eine Einwilligung vorliegt, dass diese Daten übertragen werden und dass diese Daten auch vor Ort mit einer Einwilligung versehen wurden, konnten die Daten dann nach Bochum transferiert werden. Zusätzlich, wie schon angedeutet, haben wir auch das Gleiche mit den gesamten KISS oder mit dem Großteil der KISS-Daten herbeigeführt, das gleiche Prinzip. Und zum Schluss haben wir aus Bochum heraus den Kliniken Probenkits gesandt, um dort wirklich eine extrem hohe Probenqualität hervorzurufen, um damit eine Biobank aufzubauen, die den Verlauf der Sepsis abbilden kann, um dann eben die modernen Omics-Technologien und weitere Technologien der Netzwerkmedizin anzuwenden. Und in diesem System
haben wir dann mittlerweile 650 Septika und Covid-Patienten integriert und wie schon gesagt, die entsprechenden Daten in diese Datenbank integriert. Nun, was können wir nun mit diesen Daten machen? Kommen wir jetzt zum dritten Abschnitt des Vortrages. Und dort haben wir sehr, sehr schnell festgestellt, dass wir sehr, sehr viele Daten produziert haben. Aber wenn wir die Daten nun nicht prozessieren und mit Data Scientisten und einer sinnvollen Überarbeitung dieser Daten herangehen, dass wir eigentlich viel Müll produziert haben. Und das ist das Problem von Vision und Illusion. Also die großen Datenbanken, die wir, sage ich mal, noch einmal gegengecheckt haben. Wir haben uns zum Beispiel bei der Mimik-3-Datenbank eingewählt, indem man dort Kurse macht. Und dann, wenn man die Kurse besteht und die Prüfung besteht, kann man sich die Mimik-3-Datenbank, also eine sehr, sehr große australische Datenbank, die immer wieder für KI-Algorithmen zitiert wird, die haben wir uns genauer angeschaut und wir konnten wenig dieser Paper reproduzieren. Und wenn man in die Datenbanken reingeschaut hat, dann sah man, dass da viel Datenmüll hinterlassen wurde und dass diese Daten nicht vernünftig prozessiert wurden. Denn die Aufgabe ist es nun, jede einzelne Variable sich nun anzuschauen und auch für jede einzelne Variable nun wiederum einen Algorithmus zu hinterlegen, der letzten Endes über Aggregation nachdenkt, wie möchte ich meine Daten zusammenfassen, darüber nachdenkt, was sind eigentlich meine Min, was sind meine Maximalwerte, was ist, wenn die Sättigung einfach nur abgefallen ist, wie erkenne ich diese Daten oder wie gehe ich mit Patienten oder wie gehe ich mit Daten rein um, wo letzten Endes bei der arteriellen Blutentnahme über die Arterie beim Spülen ein Blutdruck von 350 angezeigt wird. All diese Dinge, also Datenmüll, der dort drin integriert ist, sind Störfaktoren. Und über diese Aggregation und über das Entwickeln von Algorithmen verging natürlich viel Zeit. Wir haben uns wirklich hier extrem mit auseinandergesetzt und auch dabei ist dann aufgefallen, dass letzten Endes die Parameter, die wir sonst so uns anschauen, sage ich mal, die Sättigung, die wir am Bett sehen, gar nicht so viel Aussagekraft haben. Wenn der Algorithmus sich solche Sachen anschaut, dann haben wir letzten Endes so Werte wie Schiefe, Steigung, P10 oder 95% Konfidenzintervall, wo wir auf einmal neue Biosignale erhalten, die hochinteressant sind und die wir bis jetzt noch gar nicht in unser alltägliches System letzten Endes integriert haben. Und all diese Dinge haben wir letzten Endes zusammengefasst in so einem genannten Dashboard. Und wenn wir diese Daten nun extrahieren, dann muss man sie eben über diesen Algorithmus aus der Datenbank herausziehen, in dem guten Gewissen nun, dass jede Variable, die wir dort betrachten, einer ersten Überprüfung mit einem Algorithmus unterzogen wurde. Und erst dann macht es Sinn, wenn wir nicht in der Illusion leben wollen, mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten. Aber auch dann, wenn wir das erreicht haben, haben wir noch immer nicht den Punkt erreicht, wo wir vernünftig mit KI arbeiten. Es macht keinen Sinn, einfach aus dem Internet irgendwelche Algorithmen zu kopieren und dann auf das System zu übertragen. Nein, dann brauchen wir eben Data Scientisten und auch KI-Spezialisten, die auch eine medizinische Grundausbildung haben. Denn wie soll jemand einen Algorithmus anpassen, wenn er nicht weiß, wie die Physiologie dahinter ist? Denn die Mathematik soll ja letzten Endes das, was wir uns vorstellen in der Physiologie, modellieren. Und auch dort mussten wir sehr, sehr viel Lehrgeld zahlen und haben mindestens 2 Jahre gebraucht, um diese Systeme so aufzubereiten, dass am Ende wirklich auch sinnvolle Daten herauskamen. Nachdem wir das gemacht haben, dann haben wir die, sage ich mal, bekannten mathematischen Modelle angewandt, die auch teilweise modifiziert wurden. Und ich möchte hier nur ein Beispiel nennen, das ist das maschinelles Lernprogramm, wo wir letzten Endes mit sogenannten Forest-Bäumen Wahrscheinlichkeiten miteinander vergleichen, um am Ende zu sagen, hier geht jemand tot oder überlebt er die Sepsis. Und wir können, nachdem wir das alles so modelliert haben, okay, Moment, bringt das hier nicht weiter. So, nachdem wir das alles durchgearbeitet haben, wie ich Ihnen das gerade gesagt habe, konnten wir in einem Modell mit 82%iger Wahrscheinlichkeit sagen, ob jemand
verstirbt und das schon nach 6 Stunden. Also nach 6 Stunden konnten wir sagen, dieser Patient verstirbt mit einer Wahrscheinlichkeit von 82%. Und dabei haben wir dann die wichtigsten Parameter auch durch diese KI gesagt bekommen, die uns helfen könnten, diese Vorhersagbarkeit zu produzieren. Und ich habe Ihnen hier 15 der wichtigsten Features aufgeführt. Und da sehen Sie, hier geht es nicht darum, den Mittelwert von Laktat oder den Wert, den wir gerade in der BGA haben, sondern es sind oftmals die Steigung, der Verlauf, also Verlaufsparameter von Laktat, oder es geht hier Mittelwert von der FiO2, vom Calcium, welches ionisiert ist. Da geht es um das Konfidenzintervall. Also wir haben quasi statistische Parameter, die wir so in unseren Bio-Informationssystemen, also den Sensoren, so noch nicht eingebaut haben. Also, sodass wir hier 2 Informationen schon bekommen haben. Wir müssen neue Biosensoren entwickeln, wo wir solche neuen Modelle aufführen können und wo wir die dann, sage ich mal, auch abnehmen können. Und es ist sinnvoll, letzten Endes diese Sachen zu nutzen, um Leute herauszufiltern, die wahrscheinlich von der leitliniengerechten Therapie nicht profitieren und mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit versterben. Und diese Patienten, glaube ich, da haben wir dann vielleicht auch das Recht, neue Therapien zu überlegen, um bei diesen Patienten durch Alternativen vielleicht doch die Sterblichkeit zu senken oder auch das Sterben zu verhindern. Wenn man das nun mal mit dem SOFA-Score vergleicht, dann sehen wir, der SOFA-Score ist da deutlich schlechter. Und entspannend ist, wenn wir nun, sage ich mal, weiter an dem Algorithmus arbeiten und die Aggregation noch etwas verändern. Das heißt also einen 3-Stunden-Rhythmus nehmen, um dort, sage ich mal, Mittelwerte, schiefe Steigung und diese Sachen uns anschauen. Dann sehen wir, dass wir diesen Wert noch auf 92, also auf fast 93% steigern können. Das heißt, die AOC von fast 93%, finde ich, ist schon etwas ganz Besonderes. Und auch hier sehen Sie jetzt die Kurtosis der Herzfrequenz über 3 Stunden immer wieder. Also das sind Parameter, die wir uns so im alltäglichen Leben eigentlich nicht anschauen. Und sodass ich bis hierhin zusammenfassen möchte: Erstens, wir haben eine ganz hohe Sterblichkeit. Wir haben kein lineares, komplexes System. Wir haben eher ein nicht lineares, chaotisches System. Und wenn man solche chaotischen Systeme beschreiben möchte, dann benutzt man heutzutage die Chaostheorie, welches die Grundlage ist der künstlichen Intelligenz. Wenn man mit künstlicher Intelligenz arbeiten möchte, dann braucht man unglaublich viele Datensätze, so wie man es bei dem Wetter oder bei den Klimavorhersagen auch macht. Diese Datensätze werden jetzt nicht an den Klimastationen gesammelt, sondern sie werden gesammelt durch die modernen Omics-Technologien und die sogenannte Netzwerkmedizin und das Sammeln von klinischen Daten, die dann letzten Endes aggregiert werden müssen. Die Daten müssen aufgearbeitet werden, weil es sonst überhaupt keinen Sinn macht. Und ich glaube, deshalb werden so wenig gute KI-Paper produziert, weil einfach sie nicht reproduzierbar sind. Und das ist oftmals ein Zeichen, dass die Datenqualität nicht gut ist. Und im ersten Schritt konnte ich Ihnen zeigen, dass man die Sterblichkeit sehr gut vorhersagen kann, wenn man solche künstlichen intelligenten Algorithmen nutzt, die jetzt im ersten Schritt, was ich Ihnen gezeigt habe, nur auf den PDMS-Daten beruhen. Und dabei kommen wir schon an Vorhersagewahrscheinlichkeiten von 92,5%. Wenn wir nun noch die Omics-Daten hinzuführen, können wir diese Wahrscheinlichkeit noch weiter steigern, ja, und können dort noch mehr Richtung 100% kommen. Ich finde, das sind ganz erstaunliche Sachen. Und hier habe ich Ihnen ein Plot gezeigt. Dort sieht man Proteomik, dass sich die Patienten, die versterben und die überleben, hier einmal in dem roten und in dem schwarzen Bereich, dass sie sich ganz deutlich unterscheiden, ja. Und wir haben jetzt hier nur Proteomik die Proteomik an den neutrophilen Granulozyten hier aufgezeigt am Tag 1. Und auch hier, diese Analysen sind innerhalb von einem Tag fertig und können dann uns ganz wertvolle Informationen liefern.
Wie zum Beispiel diese Netzwerke, dass wir sagen können, aha, wir haben bestimmte Netzwerke, die uns hochinteressant sind, wo wir neue therapeutische Ansätze suchen müssen, auch jetzt für spezielle Patienten, wo wir sagen, aha, er hat Netzwerke angeschaltet, da macht wahrscheinlich das Cortison überhaupt keinen Sinn, oder er hat Netzwerke abgeschaltet, wo es vielleicht speziell hier den Sinn machen würde. Denn wir müssen uns vorstellen, im Moment haben wir ein pleiotropes Syndrom, wo unendlich viele unterschiedliche Subtypen von Sepsis miteinander verbunden werden. Und wir gießen immer die gleiche Therapiesuppe auf die Patienten, ohne dabei zu berücksichtigen, dass wir hier wirklich ein multifaktorielles, absolut pleiotropes Syndrom haben, was kein Einheitsbrei gebietet und deshalb auch chaotisch für uns wirkt und letzten Endes auch nicht mit einer einheitlichen, kausalen, monokausalen Therapie beherrschbar ist. Aber wenn wir dort diese Subgruppen bestimmen wollen und wenn wir neue Ansätze suchen wollen, dann müssen wir solche Netzwerkanalysen machen. Diese Daten, die Sie jetzt sehen, sind extra etwas, sage ich mal, nicht so genau dargestellt, weil dort Patente im Moment laufen und deshalb durften wir das so auch nicht in aller Schönheit zeigen. Was aber auch dann zu sehen ist, dass wir neben diesen Netzwerkanalysen, um neue Therapieansätze zu machen, wir bekommen viele weitere Informationen, die auch aus dieser Datenbank herauskommen. Wir konnten zum Beispiel dann zeigen, dass es 2 Subcluster gibt. Ein Cluster war, die hatten letzten Endes die Immunparalyse geheilt. Ja, die sind aus dem Krankenhaus gekommen und haben am Ende dann nicht mehr Zeichen der Immunparalyse. Das heißt, Heil-ADR zum Beispiel war auf den Monozyten wieder in einer richtigen Expressionsrate und weitere Parameter, wie das zum Beispiel PDL1. Also da gibt es noch etliche, die wir dort untersucht haben. Und Sie sehen hier sehr schön, dass dort ein wirklich gewaltiger Lebensunterschied ist. Und diese Cluster helfen uns dann wiederum, Vorhersagen zu verbessern oder aber auch letzten Endes Therapieansätze neu zu modifizieren. Eine weitere Sache, die aufgefallen ist hier, ist das CMV. Der CMV-Status ist immer wieder ganz stark hineingekommen. Und wir konnten zeigen, dass eine latente CMV-Infektion, also wirklich nicht reaktivierend, die Proteomik hat ganz klar gezeigt, dass keinerlei Viruspartikel im Blut zu finden ist. Die PCR war negativ. Und auch der Immunglobulinstatus zeigte wirklich eine latente CMV-Infektion. Und schauen Sie sich das einmal an. Hier sind fast 30% Unterschied im Überleben. Und in den multivariaten Cox-Regressionsanalysen waren da Unterschiede von fast 4 in der Hazard Ratio. Außerdem konnten wir zeigen, dass wenn wir letzten Endes CMV-positiv waren, ohne Reaktivierung, dass wir dann unsere ganzen Parameter wie IL-6, CRP und PCT, die wir sonst oftmals nutzen, um Vorhersage zu bringen, wie stark der Patient erkrankt ist und ob jemand stirbt, nur bei CMV-positiven aussagekräftig waren. Das sehen Sie hier auf der rechten Seite. Schauen Sie hier, IL-6 ist nur mit dem Tod, sage ich mal, oder wir können über IL-6 diskriminieren, ob jemand verstirbt oder überlebt, nur wenn der CMV positiv. Wenn der CMV negativ war, konnten wir diese Sachen so nicht mehr durchführen. Und das zeigt uns, dass wir viele Informationen bekommen und auch neue Denkansätze und neue Therapieansätze, die wir ohne die KI so in dieser Form nicht herausbekommen hätten. Auch haben wir neue Proteine entdecken können. Hier zum Beispiel das apoptotische inhibitorische Makrophagenprotein, AIM abgekürzt. Das AIM wird über IgM, sage ich mal, transportiert über das Pentamer in das saure Milieu, diffundiert dort ab und führt dazu, dass M1-Makrophagen, also die inflammatorischen Makrophagen zu M2-Makrophagen polarisiert werden, also von einer Inflammation in eine Antiinflammation. Und wir konnten zeigen, wenn dieses nicht funktioniert, der AIM-Spiegel nicht hoch genug ist, dann haben Sie ein deutlich stärkeres Versterben und das nicht nur bei Covid-Sepsis, sondern letzten Endes auch bei Patienten insgesamt in der Kohorte oder auch wenn man sich nur die septischen Patienten angeschaut hat. Also auch hier nochmal zusammenfassen, neben der Vorhersagbarkeit des Krankheitsverlaufs können wir über Netzwerkanalysen neue Systeme und vielleicht Subgruppen identifizieren, die von bestimmten Therapieformen profitieren. Als Randbemerkung schmeißt die KI immer wieder
auch Proteine oder auch neue Denkansätze raus, wie zum Beispiel das AIM-Protein, CMV und auch weitere, die uns helfen können, die Krankheit besser zu verstehen und vielleicht auch neue Therapieansätze durchzuführen. Natürlich sieht man auch hier, dass wir hier die Zytokindaten genutzt haben und auch hier hat die KI letzten Endes sinnvolle Anzeichen gebracht, welche Zytokine wir nutzen sollten, um ROC-Kurven durchzuführen. Am Ende haben wir dieses ganze System zusammengeführt und haben gesagt, okay, wir wollen nicht nur in der Vorhersagbarkeit bleiben, sondern wir wollen einen Schritt weitergehen und wollen Therapievorhersagen für bestimmte Bereiche machen. Und dort gab es ein tolles Paper von Seymour, das ich Ihnen gleich zeige. Aber vorweg, wir konnten die gleichen Cluster wie Seymour in unserer Kohorte aufzeigen. Wir konnten mit einer Clusteranalyse auch einer KI, also ein KI-Algorithmus darstellen, dass wir in unserer Kohorte 4 unterschiedliche Cluster haben. Und diese Cluster, die waren wirklich fast identisch mit den Clustern, die Seymour in seiner Kohorte beschrieben hat. Und Seymour sagte nicht nur, dass diese Cluster unterschiedliche Sterbewahrscheinlichkeiten haben, nein, er hat sie sogar noch weitergehend charakterisiert. Er konnte zeigen, dass die unterschiedlichen Cluster auch mit ganz unterschiedlichen Crosstalks der Organe zusammenhängen. Also wir haben zum Beispiel den Alpha-Typ, der hat mehr ein hämatologisch-neurologisches und eine pulmonale Beteiligung. Wir haben aber auch zum Beispiel den Delta-Phänotyp, der zeigt eine Hyperinflammation und fast alle Organtypen sind dort, also renal, pulmonal, hepatische Beteiligung und das im Vergleich zum Gamma-Phänotyp, der wiederum rein inflammatorisch ist, aber die Leber nicht betrifft, die Niere ganz wenig oder gar nicht betrifft. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen unser ARDS-Typ, der aber das kardiovaskuläre System verstärkt wieder reinbringt. Also wir können aus diesem Cluster ganz klar Organ zuordnen und können auch sagen, welche Organsysteme müssen wir vermehrt aufpassen. Wenn man sich an diese Cluster hält, dann hat zum Beispiel auch Seymour berechnet, welche alten und vielleicht auch bewährten Methoden hätten denn gewirkt, wenn wir uns auf diese Cluster konzentriert hätten. Das heißt also, die Flüssigkeitstherapie analog dieser Cluster durchgeführt hätten, dann hätten wir hier gesehen, wie es auf dem Bild dargestellt ist, dass einige Cluster von dieser Therapie profitiert hätten und andere Cluster davon sogar einen Schaden mitgenommen hätten. Das bedeutet, wenn wir jetzt, sage ich mal, ganz, ganz viele unterschiedliche Kreise haben, wie es hier dargestellt ist, und wir glauben, wir haben eine kritische Masse, also eine Schnittmenge aus den ganz unterschiedlichen Subgruppen, die wir unter Sepsis verstehen und therapieren die alle gleich, dann können wir nur immer, sage ich mal, ein Teil erwischen und die Daten, die wir dann in den großen Studien mit 5.000, 6.000 Patienten bekommen, werden bestimmt durch die Subgruppe. Haben wir also mehr bakterielle Infektion oder den Alpha-Typ da drin, dann sollte die Flüssigkeitstherapie nach Rivers bei dem Patienten wirken. Aber das aktivierte Protein C, was hier letzten Endes auch untersucht wurde, oder der TLR4-Blocker, der ist letzten Endes dort absolut fehl am Platze. Wiederum braucht der Delta-Typ weniger Wasser und viel, viel mehr TLR4 Blockade oder eine Cortisontherapie. Also Sie sehen, wir konnten Seymour konnte durch diese mathematischen Modelle zeigen, dass letzten Endes das Gießkannenprinzip auf Verdacht, dass wir schon irgendwo diese Schnittmenge haben, uns absolut nicht weiterbringt. Und dass da die Illusion eigentlich in Vision übergehen muss, dass wir davon wegkommen, durch immer größere Fallzahlen zu glauben, dass wir die richtige Therapie bekommen. Nein, wir müssen eigentlich ab sofort große Datenbanken haben. Wir müssen Subgruppen bilden und analog der Subgruppen vielleicht auch die vielfach guten alten Therapieformen neu evaluieren. Stellen Sie sich nur einmal die Flüssigkeitstherapieform von 2004, ja. Wir haben am Anfang gesagt, ja, wir machen nach Rivers, geben wir den 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Am besten, das sind letzten Endes Patienten mit 6, 7 Liter positiv Flüssigkeitsbilanz am ersten Tag.
Das wurde dann revidiert, so wird gesagt, naja, 6-Stunden-Bündel, wir werden in den ersten 6 Stunden positiv fahren, dann gehen wir ein bisschen wieder zurück. Jetzt ist man mittlerweile bei dem 3-Stunden-Bündel und sagt, okay, wir wollen das über 3 Stunden geben und erst in der 6. Stunde kommen die Vasopressoren dazu und heiß diskutiert ist jetzt das 1-Stunden-Bündel, wo man sagt, naja, fangen wir nicht vielleicht Vasopressortherapie und Flüssigkeitstherapie sofort zusammen an. Und eine Einheit gibt es nicht. Auch da sehen Sie aktuelle Daten wiederum. Wir haben einmal positive Daten, wo man sagt, Vasopressortherapie plus Flüssigkeit am Anfang. Der Schock wird viel schneller sag ich mal, zurückgeführt und die Patienten sollten doch dann ein besseres Überleben haben. Es werden tendenziell auch positive Daten gezeigt. Und eine Woche später erscheint im New England Journal genau die gegenteilige Publikation, wo es dann heißt, nein, wir haben 20.000 Patienten untersucht und wenn man das macht, zu früh mit Vasopressoren einsteigt, ist die Sterblichkeit tendenziell etwas höher. Also Sie sehen, dieses Dilemma ist letzten Endes nicht aufgebrochen, weil man die Vorstellung der Pathophysiologie von der Sepsis meines Erachtens falsch versteht. Wir müssen begreifen, dass es ein pleiotropes Syndrom ist, wie selbst die Sepsis Surviving Campaign es auch definiert. Und wenn wir es so verstehen und wir es auch verstehen, dass es ein chaotisches immunologisches System oder eine chaotische immunologische Erkrankung ist, dann sollten wir jetzt nach dem Vortrag auch verstanden haben, dass wir nicht nach dem Motto One Fits All therapieren können, sondern dass wir nach Subgruppen suchen müssen, dass wir vielleicht neue Biosensoren dazu brauchen, dass wir nach neuen Mustern suchen müssen, die uns in der Klinik schnell helfen, die richtige Subgruppe zu identifizieren. Damit das keine Illusion bleibt, ja, dass wir werden sicherlich nicht jetzt in den nächsten 3-4 Jahren schon nach 3-4 Stunden in jeder Klinik sagen können, in welche Subgruppe er kommt, müssen wir im nächsten Schritt nach sogenannten Kipppunkten in diesem chaotischen System suchen. Da wird vielleicht gleich Professor Christian Stephan noch etwas mehr zu sagen. Ich glaube, dass es in diesem System, oder nicht glaube, ich weiß, dass es in diesem System sogenannte Kipppunkte gibt, wie bei Wetterphänomenen oder bei der Klimadiskussion jetzt auch, wo letzten Endes die einfache Infektion umkippt in dieses dramatische System oder das System zwischen Leben und Tod an einer Stelle kippt. Und da kann uns auch durch das Bauen von Zwillingen, durch Modellieren mit dieser künstlichen Intelligenz, innerhalb von künstlich intelligenten Datenbanken, können wir letzten Endes das hoffentlich in 4, 5 Jahren oder auch 6 Jahren erzeugen, damit wir dann über Point-of-Care-Methoden wiederum diese Subgruppen definieren können. Es wird aber bleiben, dass wir uns zusammenschließen müssen, dass wir möglichst riesige Datenbanken erzeugen, wo wir dann mit kleinen Blutstropfen, sage ich mal, die Daten erzeugen, um die dann mit den großen Algorithmen in den gesammelten Datenbanken zu trainieren und abzugleichen. In der Augenheilkunde, zumindest bei uns ist das so, ist das eigentlich schon ein gängiges Prinzip. Wenn wir die Leute operieren, werden die bei der Operation noch einmal gescannt. Die neue Linse wird letzten Endes auch gescannt, obwohl sie noch nicht drin ist. Und dann gehen die Daten nach Amerika und ein künstlich intelligenter Algorithmus gibt dann zurück nach wenigen Sekunden, welche Linse wie im Laser geschnitten werden muss, wie die Linse implantiert werden muss und welche, Form der Linse für den Patienten jetzt die angebrachteste ist, um die besten Sehmöglichkeiten zu bekommen. Ich glaube, dass wir da von den Augenheilkundlern lernen können. Ich glaube auch, dass die Onkologie in diese Richtung geht. Und ich hoffe, dass ich Sie ein bisschen davon überzeugen kann, dass wir nicht weitermachen, indem wir alles auf die Kreise kippen mit einer Suppe und glauben, die Schnittmenge ist schon irgendwie groß genug. Sie ist nicht groß, weil sonst hätten wir eindeutige Ergebnisse und wir wären in den letzten 80 Jahren viel weiter vorangekommen. Um das am Ende noch einmal zu verdeutlichen, wenn Sie sich nun die Empfehlungsgrade der Leitlinien anschauen, so muss man mit Erschrecken feststellen, dass von den 93 Empfehlungen lediglich 2 eine hohe Evidenz haben. Die meisten anderen, nicht mehr als 60%, haben eine niedrige Evidenz oder gar keine Evidenz. Wenn man sich die Daten dann anguckt, dann sind das alles bestenfalls
Empfehlungen, ja, Empfehlungen, die auf unserem Bauch herkommen. Und das zeigt eigentlich das gesamte Dilemma, warum jeden Tag 162 Patienten versterben. Wir haben Leitlinien, die sind sicherlich im Moment das Beste, was sie haben, weil es die größte Schnittmenge liefert. Aber die Leitlinien haben eine sehr, sehr, sehr niedrige Evidenz. Sie sollten wir, solange wir nichts anderes haben, natürlich weiter nutzen, weil wir damit wahrscheinlich den größten Teil der Schnittmenge erreichen. Aber die Schnittmenge ist extrem klein, sonst hätten wir die Mortalität gesenkt. Mit diesem Plädoyer hoffe ich Sie, dass ich Sie etwas mitgenommen habe und Ihnen aufzeigen konnte, dass wir wahrscheinlich im Moment noch in der Illusion leben, aber die Vision lebendig werden kann, wenn Sie mitmachen an diesen Netzwerken. Ich lade herzlich ein, dass auch Greifswald, dass Sie sich an Sepsis Datanet anschließen können, um diese Kohorte zu vergrößern. Würzburg ist jetzt gerade dazu gestoßen und jeder kann dann frei auch auf diese Daten zurückgreifen. Wir publizieren zusammen. Ich würde mich freuen, wenn wir dort richtig was schaffen und wir vielleicht in 3, 4 Jahren sagen können, naja, wir haben etwas geschafft, um die Letalität in der Sepsis zu senken. Und wir sind vielleicht von 160 auf 100 Tote pro Tag gekommen. Wäre doch ein großer Erfolg. Und dazu möchte ich Ihnen Mut machen. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Herr Professor Adamczyk, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag, für dieses flammende Plädoyer für individualisierte Medizin. Glaube ich, eine Sache, die in den letzten 20 Jahren oder davor viel, viel zu wenig bedacht wurde. Und natürlich war der Vortrag also für mich ein bisschen ernüchternd, aber auch extrem hoffnungsvoll. Das ist es ja. Also wir müssen einfach nicht zu viel auch verlangen von solchen Schlagworten, künstliche Intelligenz und das glaube ich, ist auch extrem wichtig. Ich habe schon ein paar Fragen gefunden. Einmal steht die Frage, ist die Arbeit, wo die Sterblichkeit der Sepsis praktisch vorhergesagt wird. Ich nehme an, das ist diese Rockkurve mit den 82%, die Sie gezeigt haben, ob das schon publiziert? Nein, wir haben aufgrund von patentrechtlichen Dingen dürfen wir anfangen zu publizieren und das machen wir jetzt auch. Die Daten, die Sie gesehen haben, sind alle frisch, sind aber alle im Paper schon gegossen und werden gerade rausgeschickt. Sowohl CMV ist im Moment bei Intensive Care, das AIM-Paper wird gerade rausgeschickt, soll nach CritCare gehen. Ja, und eins mit diesen Rockkurven ist auch unterwegs zu einem, wie soll ich sagen, informationstechnischen Journal, weil wir dort die ganzen Modellierungen aufgezeigt haben. Und ich sage, das sollte in den nächsten 3 Monaten alles veröffentlicht werden. Wir durften aber, da kann Kairos auch uns ein bisschen gleich helfen, weil die haben natürlich ein großes Interesse. Kairos hat auch Interesse daran, über solche Dashboards eben kommerziell ins Geschäft zu kommen und diese Sachen zu vermarkten. Und das war eben ein großes EU-Projekt, wo wir solche Maßnahmen oder solche Sachen unterschreiben mussten. Deshalb haben wir jetzt quasi fast 3,5 Jahre gearbeitet, ohne darüber zu publizieren, außer ganze Kleinigkeiten, die man immer wieder abstimmen musste, aber es war nicht erlaubt. Ja. Super. Ja, vielen Dank für die Info und vor allen Dingen dafür, dass wir schon so einen ersten Einblick bekommen durften. Herr Falk-Lübbe fragt, ob Sie wissen aus dem Hut, wie hoch der positiv prädiktive Wert war. Allerdings schreibt er nicht genau, worauf er sich jetzt bezieht. Ich denke, das wird jetzt ein bisschen schwierig zu sein, darauf zu antworten. Vielleicht kann er ja hier nochmal was hinschreiben, was genau er meint. Vielleicht auch gleich nochmal Herr Stefan da ein bisschen drauf eingehen. Ja, oder so. Das können wir auch nachher nochmal die Frage haben. Mich würde noch interessieren, erstmal war ich total überrascht, dass es nur knapp 700 Patienten sind. Ne? Wenn ich so KI bisher verstanden habe, ich gedacht, oh ja, mindestens 10.000, 20.000 Patienten sonst. Und dann kriegt der Computer das schon alleine raus. Dass dem nicht ganz so ist, haben wir hier auch gemerkt. Sie haben die Beispiele gebracht, die Blutentnahme und der arterielle Blutdruck, der abgegangene Sauerstoffclip oder die verwechselte Blutgasanalyse, die als arteriell eingegeben ist, aber ganz klar venös ist. Ne? Also das sind natürlich Riesenprobleme.
das ist sicherlich ein Grund, warum Sie lieber etwas weniger, aber sehr hohe Qualität der Daten also favorisieren. Oder wie hängt das zusammen? Ja, man kann sehr leicht, sag ich mal, 30.000 Patienten einbinden. Ne? Dann bezieht sich das alles aber nur auf klinische Daten. Ja, Wir sind, glaube ich, das erste Netzwerk, was von allen Patienten auch die Omics-Daten hat. Das heißt, vom Genom bis zum Proteom, ja, oder ich sag mal, wir haben vom Genom bis zum Proteom, das Metabolom haben wir so noch nicht. Wir haben aber sehr viele immunologische Daten, die ich ja so andeutungsweise schon gezeigt habe, auch da drin. Und wir haben quasi im Verlauf über 30 Tage sequenziell ganz standardisiert eben den Leuten Biomaterialien entnommen, auch Urin, nicht nur Blut, ja, und haben dort Protokolle etabliert und haben die Bioproben kontrolliert. Das heißt, ein Patient ist nicht eingeschlossen worden, wenn die Bioproben nicht eine gewisse Qualität haben, um am Ende quasi eine Biodatenbank zu haben mit den PDMS-Daten, die es so meines Wissens in Europa nicht gibt, von 650 Patienten. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie eine Proteomanalyse von einem Patienten machen, dann sind Sie rucki-zucki im Bereich von 100, 120 Euro. Ja? Und wenn Sie das jetzt einmal hochrechnen, dann sehen Sie auch, dass wir unglaublich viel Stiftungsgelder zusätzlich zu den 3,6 und nochmal 3 Millionen Euro brauchten. Wir haben jetzt noch immer nicht alles analysiert, weil es einfach an Kohle fehlt. Ja, wir haben jetzt die Biomaterialien und die PDMS-Daten vorliegen und jetzt geht es darum, immer wieder Geld einzuwerben, damit wir die Analysen weitertreiben können. Wir kratzen an der oberen Sache. Proteom und Genom ist gut, aber was ist mit dem Epigenom? Was ist mit dem Transkriptom? Ja, was ist mit diesen ganzen Oberflächenmarker? Also die Immunfunktion der einzelnen Zellen, mit dem Phosphoproteom. Das sind alles Dinge, die wir jetzt angehen wollen und auch angehen. Aber dazu braucht es an Geld und da haben bis jetzt die fast 8 Millionen Euro noch nicht ausgereicht. Ich sage, wir haben alles ausgegeben, ja, aber es ist noch viel zu tun. Okay. Herr Lübbe hat es nochmal konkretisiert und er schreibt, ich habe mich auf die Rockkurve Ihrer Sterblichkeitsvorhersage bezogen. Mich hat hier interessiert, ob Sie viele Falsch-Positive festgestellt haben. Ich weiß nicht, ob das nachher was für Herrn Stephan ist. Oder? Also man muss sagen, die Diskriminierung war extrem gut. Auch der positiv prädiktive Wert war sehr hoch gewesen. Ja, die Analysen zeigen das. Also Sie sehen das auch an wie gut die KI hat ja auch geholfen, das Proteom zu diskriminieren. Und da sah man richtig eine ganz starke, wirklich wie so ein Cut. Wir haben das nicht gemacht. Ne? Die roten und die schwarzen Punkte, ne? Die haben sich ja wirklich in diesen Quadranten fast überhaupt nicht überlappt. Eigentlich sieht man die alle in einem Mix, ja. Und so und das ist mit KI ausgerechnet. Wir könnten das Proteom nicht analysieren, wenn wir nicht diese Analysetechniken hätten. Ja. Spannend. Ja. Ich hätte noch eine Frage. Haben Sie möglicherweise auch mehr klinische Daten involviert? Also ich meine damit zum Beispiel Anamnese, Antibiotika-Anamnese, Begleitdiagnosen. Ich frage das deshalb, weil ja in der Mitte letzten Jahres von amerikanischer Arbeitsgruppe in Nature publiziert worden ist, so eine Sepsis-Prädiktion. Und die haben eben solche Daten mit aufgenommen und die konnten zeigen, dass eben das KI-Modell praktisch, wenn es angewendet wurde, die Sterblichkeit reduziert hat. Ist das ein Ansatz, den Sie auch mitverfolgen oder konzentrieren Sie sich auf die, ich sage jetzt mal ganz flapsig, Biomarkerschiene? Nein, wir haben auch die Anamnesen sind auch drin, ja. Also wir haben Anamnesen ist zu viel gesagt. Was wir drin haben, sind einfach die Grunderkrankungen, die Nebenerkrankungen, die Medikation. Wir haben die gesamten Perfusorlaufleistungen. Wir haben die gesamte Mikrobiologie drin mit jeglichen Sensitivitäten beziehungsweise Resistogrammen und MHKs, ja, mit den Lokalisationen. Ja, diese Sachen sind alle drin. Und wir haben da gerade eine neue Förderung bekommen, gestern, wo wir über diese Daten also darüber jetzt KI entwickeln wollen, wo wir, sag ich mal, Resistenzen vorhersagen wollen, wo wir aufgrund der Muster, die wir dort sehen, sagen können, was ist das nächste
Was ist der nächste Infekt? In welche Richtung geht das? Wo sind wir anfällig? Welches Organsystem soll es? Also Prädiktion in dieser Richtung durchführen. Ja, das machen wir. Und in diese Richtung geht es ja auch. Es gibt auch, was wir auch gerade nachspielen, es gibt eine schöne Arbeit auch im Nature. Da hat man geschaut, die Diskussion wieder viel Volumen versus wenig Volumen. Ja, aber auch dieser Ansatz hat komischerweise, man hat alles in einen Pott gepackt. Ja, das sehe ich auch nicht richtig. Der kommt am Ende so tendenziell dahin, dass man eher weniger Volumen nehmen soll. Ja, und deshalb sage ich, diese Datenbanken, das ist Quatsch. Wir sollten auch die KI auf die Subgruppen dann anwenden. Ja, also ich muss gucken, nehme ich jetzt, ob ich dem jetzt die ersten 3 Stunden viel Volumen gebe und erstmal auf Vasopressor verzichte. Da tendierte, sage ich mal jetzt, der SIBO hin, dass er sagt, Mensch, es gibt die eine Gruppe, der Alpha-Typ, der braucht wahrscheinlich ein bisschen mehr Wasser, und der Delta-Typ, der Hyperinflammierte, das ist wahrscheinlich besser, wenn der frühzeitig den Vasopressor bekommt. Ja, und so hat zum Beispiel selbst im Nature Paper haben die das nicht gemacht. Die haben alles wieder in einen Sack gepackt. Ja, anstatt die KI auch zu nutzen, um die Subgruppen zu analysieren. Und da würde ich ganz schwer für plädieren. Und das kostet Arbeit. Weil diese Arbeit, will ich immer wieder betonen, die Data Scientisten, die können das nicht alleine, weil sie die Grundlage, die physiologischen Grundlagen nicht wissen. Wie wollen die den Algorithmus modifizieren, mathematisch modifizieren, wenn sie die Physiologie nicht verstehen? Das geht nicht. Deshalb habe ich jetzt hier auf dem Bild ist der Privatdozent Nowak, ja, oder Dr. Nowak noch, jetzt Privatdozent, den habe ich vor 5 Jahren habe ich auf 50% reduziert. Das ist ein unglaublich intelligenter junger Kollege gewesen. Der hat die Intensivstation schon geleitet und er durfte dann die letzten 5 Jahre nochmal Mathematik und Informatik studieren und hat sich dann intensivst mit KI auseinandergesetzt, auch in seiner Masterthesis, ja, und leitet jetzt bei mir das KI-Zentrum mit mittlerweile 5 Mitarbeitern. Und der versteht die Mathematik. Ich verstehe gar nichts davon. Ohne den könnte ich da gar nicht drüber reden, ja. Und ohne Christian Stephan muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ich bin derjenige, der das zusammenführt, ja, aufgrund meiner Position. Aber der versteht die Mathematik und die Informationstechnologie, wie er die zusammenführt, und kann dann noch sagen, aha, ich weiß, wie die Niere funktioniert. Ich weiß, wie sie reagiert. Ich weiß, ja. Und das muss dann entsprechend sowohl in die Data Science Technik eingebracht werden, es muss aber auch in die Mathematik eingebracht werden, des Algorithmus, ja. Und einfach alles in einen Pott packen, das können die Data Scientisten, die keine physiologischen Grundkenntnisse haben. Soll nicht despektierlich sein. Deshalb ist es für uns wirklich wichtig, junge Leute auszubilden. Wir haben auch die Möglichkeit, bei uns in der Klinik haben wir die Weiterbildungsermächtigung über Herrn Nowak bekommen, junge Leute als Medizininformatiker auszubilden, ja. Und die müssen dann eben 2 Jahre in das Institut und dann diese Grundkenntnisse lernen. Und ich glaube, da müssen wir dran gehen. Wenn wir nicht uns damit auseinandersetzen, werden wir nicht vorankommen. Und wir sehen das immer wieder an den Publikationen, waren dort Mediziner bei, die richtig gut sind in Bezug auf Mathematik und Medizininformatik, oder haben das nur reine Data Scientisten gemacht. Dann kriegen wir keine reliablen Ergebnisse, bin ich fest von überzeugt. Und da brauche ich alle Hilfe. Das klingt sehr, sehr logisch und ist sicherlich ein unwahrscheinlich richtiger Ansatz. Ich habe noch eine Frage, das ist wahrscheinlich jetzt auch dann langsam die letzte für Sie, und sind Sie entlassen. Wie wurde die Sepsisdiagnose in der Kohorte gestellt? Wurden streng die Sepsis-3-Kriterien genutzt? Absolut streng die Sepsis-3-Kriterien genutzt, ja. Und da haben wir keine Kompromisse gemacht. Wir haben immer gesagt, wenn nicht es absolut eindeutig ist, dann machen wir es nicht. Wir haben zusätzlich noch eine weitere Kohorte von 100 Patienten, die letzten Endes eine große Operation sich unterzogen haben, die wir dann über 50 Tage beobachtet haben und geguckt haben, ob die eine Infektion entwickeln. Ja, das ist unsere, sag ich mal, Kontrollgruppe, ja, großer Hit, und dann entsprechend keine Sepsis entwickelt. Ja, und und wir sammeln kräftig weiter, sowohl Covid als auch Kontrollpatienten, als auch septische Patienten. Aber von den reinen Septikern sind es im Moment 650, die so aufgebaut sind.
Sehr spannend. Schreiben Sie uns an, wenn Sie tolle Fragestellungen haben oder so, ja. Wir sind gerne bereit. Wir wollen das nicht für uns behalten, ja. Sie können gerne mit uns publizieren, wenn Sie schreiben wollen und Daten brauchen. Wir sind da echt offen und dann finden wir einen guten Deal, um das zu machen. Ich sage immer, ich muss nirgendwo hinten stehen, dann steht ein Junger vorne, ein Junger hinten und dann können wir das richtig toll zusammen machen. Also das ist, ja, also Hauptsache, wir bringen die Sache unter die Menschen und dann ist man einfach Team. Wir sind ein ganz junges Team und das macht Spaß. Ich bin nicht mehr jung, aber die anderen. Das ist wunderschön, dieser Ansatz. Das ist übrigens auch, was wir ja in Greifswald, glaube ich, machen. Es geht um die Sache und natürlich muss man als Universität auch publizieren, aber eigentlich geht es hauptsächlich um die Sache und wenn man das noch mit kombinieren kann, dann ist es natürlich optimal für alle. Ja, Herr Professor Adamczyk, nochmal ganz herzlichen Dank. Ich sehe keine weiteren Fragen und ich glaube, das hat uns allen sehr viel gegeben und wir sind gespannt, was jetzt Herr Christian Stephan uns noch zu sagen hat. Er macht das super. Ja. Ohne den wäre ich nichts gewesen. Ich muss mich leider ausklinken, weil ich den nächsten Termin habe. Danke Ihnen für das Zuhören. Bis dann. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, ich darf jetzt Herrn Privatdozenten, aber eben kam Professor mittlerweile. Nee, so weit sind wir noch nicht. Er ist zu bescheiden. Privatdozenten Christian Stephan vorstellen. Er ist habilitierter Bioinformatiker und er ist Geschäftsführer der Kairos GmbH und kennt sich natürlich bei der Zusammenarbeit mit den exzellenten Klinikern, von denen wir eben gehört haben, unwahrscheinlich gut mit dem Thema, mit dem mathematischen Thema, mit dem Thema um die Datenqualität im Bereich der Sepsis aus. Und ich habe es so verstanden, dass ein ganz spezielles Programm, Smart Health Made in Bochum, ne, da gibt es auch eine coole Abkürzung dafür, dass das praktisch das Projekt ist, um eben mit KI Sepsisbekämpfung und Diagnostik voranzutreiben und dass Sie mit Ihrer Firma da eine ganz zentrale Rolle spielen. Und wir sind mega gespannt, was Ihre Sicht auf die Dinge sind, ob Sie es vielleicht noch schlimmer sehen oder optimistischer. Also ja, das Podium gehört Ihnen, Herr Stephan. Ja, vielen Dank erstmal für die nette Einführung. Genau. Ich glaube, in meiner Brust, auch wenn ich Geschäftsführer einer Softwareunternehmung bin, die 21 jetzt in einem größeren Kontext sieht, das sehen Sie hier, der Archivier, das wird gar nicht jedem was sagen, aber letztendlich das Herz, was in meiner Brust schlägt, ist immer noch der eines Forschers. Ich habe sehr lange eben auch selber Bioinformatik, Biostatistik in der Akademie gemacht, spezifisch um die Bereiche Omics-Technologien und Proteomics-Technologien. Und das Thema war dort immer im Grundsatz, wir haben eigentlich keine Proben und wir haben keine Daten, aber wir haben eine total coole Idee oder Theorie, die dahinter steckt. Und das muss man einfach sagen, und das haben Sie ja sicherlich auch gerade mitbekommen, Herr Professor Adamczyk, ist da jemand, der das anthroposophisch auch wirklich sieht, der sagt, hier geht es um das Problem, nicht um meine Person. Und hier geht es eigentlich auch darum, so hat es ja, ich fasse es mal ein bisschen plump zusammen, die pure Verzweiflung, wir sind bisher nicht besonders gut vorangekommen und woran liegt das denn? Und das ist so ein bisschen das, wo ich jetzt nochmal drauf eingehen will. Ich will gar nicht heute so riesig über Techniken und weiß ich nicht was stehen, sondern eigentlich nochmal auch so ein bisschen, muss ich gestehen, den Finger in die Wunde legen, was ist das Problem eigentlich eines Bioinformatikers mit all diesen Dingen? Und ich hoffe, Sie sehen das. Und das ist immer so Digitalisierung und Interoperabilität und wir nehmen das eigentlich alle wahr nach dem Motto, es ist überhaupt kein Problem, wir sind doch alle vernetzt. Also wer hat kein Handy in der Hand, wer kann das nicht sozusagen von hier die halbe Welt erreichen und einen Tweet machen und so weiter und so fort. Und wenn wir dann aber von Daten reden oder wenn wir dann um die Nutzung reden, dann sieht das eher so aus wie auf der rechten Seite, wir saufen eigentlich ab in diesen Inhalten, wir wissen gar nicht mehr, was letztendlich der wichtige Faktor in all den Inhalten ist. Und da möchte ich heute ein bisschen darauf eingehen. Erstens, wie kommen wir denn überhaupt dahin zu den Daten? Und zweitens auch, was machen wir dann damit? Und das ist so der Ansatz, den wir hier verfolgen wollen. Das Sepsis Data, da gehe ich gar nicht so sehr jetzt nochmal drauf ein, weil das hat Herr Professor Adamczyk dort schon eigentlich gezeigt.
Die Fragestellung war eigentlich eine ganz einfache. Klinik A, Klinik B, wir haben was Zentrales, wir haben noch mehr und eigentlich ist es total einfach. Wir sammeln überall Daten in lokalen Datenmanagement und führen das ganz einfach pseudonymisiert in eine Richtung zusammen. Ja, mit der Einwilligung zusammen. So einfach ist die Welt und schon sind wir fertig. Ich muss hier leider zu ganz Beginn noch eine Sache machen, die ist ein bisschen provokativ, gebe ich auch zu. Und ich frage immer so in die Runde nach dem Motto, woran sterben eigentlich die meisten Leute in Deutschland? Und dann gucken sich alle um, ja, weiß ich nicht, Krebs und weiß ich nicht, haben wir ja jetzt viel darüber gehört. Und ich sage einfach immer am Datenschutz. Und zwar aus dem Grunde, weil das, was wir hier jetzt eigentlich gerade sehen, dass wir nachher mit den Daten, die wir haben, eigentlich zu solchen Dingen kommen und den Rückschluss gibt es später noch viel, viel mehr, eigentlich gar keine Frage ist, ob wir damit nachher einen Effekt erzielen, sondern eigentlich nur noch wann oder beziehungsweise was uns im Weg steht dazu. Und nicht, dass ich den Datenschutz hier verteufel grundsätzlich ab, den brauchen wir. Das ist gar keine Frage, aber leider wird der häufig benutzt, nicht um wirklich Sicherheit herzustellen, dafür ist er nämlich eigentlich da, sondern er wird irgendwie immer benutzt, um irgendetwas nicht zu tun. Und das führt dazu, dass wir eigentlich nicht weiterkommen. Und das ist das Ziel von dem Sepsis-Datanet hier gewesen, auch einen Datenteppich hinzustellen, der nicht nur Flicken hat oder Löcher hat, sondern einen Datenteppich zu haben, der am besten voll durchgewoben ist. Das heißt, auch jeder Wert ist vollends da. Das ist auch das, was Herr Professor Adamczyk gerade eben meinte, 20.000 Leute können wir mit reinnehmen, dann werden wir nur nicht alle Daten haben. Und das ist ein Problem nachher, wenn wir über KI, Statistik allgemein sprechen. Wir müssen nicht auch immer über KI sprechen. Auch Statistik kann clever sein, so wollen wir das mal nennen. Wenn wir, ich sage mal vorsichtig, mehr Parameter als Patienten haben, ist das zwar okay, nicht ideal für einen Statistiker, der möchte das nämlich umgekehrt haben, der möchte mehr Fälle, mehr Patienten, als er eigentlich Parameter hat, haben. Aber noch schlimmer wird es, wenn er sozusagen das so schon hat. Wir haben wenige Patienten mit vielen Parametern und da sind nur Flicken drin. Und der muss mit Imputationen von Daten arbeiten. Das ist heute natürlich immer noch ein Thema. Und das war das Ziel hier gemeinsam. Jetzt eben, das ist ja schon gezeigt worden, Pseudonymisierung ist alles gar kein Thema mehr. So was kann man tun. Nur die Kliniken bringen diese Sachen, wie gesagt, übereinander. Wir haben aber auch Themen, die ganz spezifisch in der Standardisierung stecken. Auch das ist einfach, jedes Klinikum, sage ich immer so schön, meint das Gleiche und sagt was anderes. Und das übereinander zu bringen, war dieses Thema, was wir im Metadata Repository machen. Interoperabilität ist nicht nur ein Wort, sondern man muss dafür eine ganze Menge tun. Und richtig ist, dafür brauchen wir auch Kliniker, die das erklären. Und wir müssen aber auch den Patienten mitnehmen, der muss die Einwilligung dazu geben. Und da sind übrigens die meisten Patienten, besonders so schwer betroffene Patienten, jederzeit zu bereit. Das ist also auch nicht unser Problem. Also, wie gesagt, zum Schluss Daten zusammenzuführen in eine zentrale Einheit und das noch nicht nur aus einer Richtung und nicht nur aus dem PDMS-System, sondern angereichert, hatten wir schon mal gesprochen. Und wir reden da immer von einer Movie of Life. Ja, also auch noch zu verstehen, was war denn davor? Oder was wird denn vielleicht auch jetzt sogar noch danach sein? Nicht nur den Aufenthalt auf der intensivmedizinischen Station zu sehen, sondern noch mehr mitzunehmen, damit wir eben viel bessere Vorhersagemodelle machen. Das muss der Ansatz sein. Und wenn wir dann noch aus den Proben heraus weitere Daten kriegen, ja, dann sind wir eigentlich am Ziel, den ich schon sagte, keinen Flickenteppich von Daten zu haben, sondern einen sauber gewebten Teppich zu haben, mit dem ich jetzt auch eben in die Analyse gehen kann. Und wir sind auch der Meinung, das haben wir bei Antrag, ist aber auch leider noch eine stiefmütterlich betrachtete Geschichte. Wir wissen ja, Professor Adamczyk hat gesagt, egal wie man es dreht, von 30 bis 50% der Leute versterben noch innerhalb des ersten Jahres oder innerhalb der ersten 5 Jahre. Da müssen wir doch auch noch sagen, Moment, da sind doch sicherlich noch Faktoren, die außerhalb eine Rolle spielen. Das heißt, ich muss den Patienten idealerweise eben erst einmal verstehen, was gestern war. Was war jetzt mit heute, mit der Sepsis? Aber was ist denn auch morgen und führt dazu, dass er letztendlich wirklich dann in ein Problem kommt und wir eigentlich virtuell in Silico, wie wir das wollen, eine solche Datenintegration zusammenführen, um Vorhersagen nicht nur zu machen, überlebt er die Sepsis, sondern überlebt er die Sepsis auch in den nächsten 5 Jahren. Ist sicherlich ein Thema. Also dafür brauchen wir Daten und das ist unser tägliches Geschäft. Ich will gar nicht hier so eine Verkaufsveranstaltung draus machen, sondern einfach nur sagen, jedes Mal, wenn wir irgendwo hinkommen, geht es nur darum, wie kriege ich Daten zusammen. Und man denkt immer in so einem Klinikum, die Daten liegen alle schon perfekt vor. Und zweitens, die liegen auch schon alle in einem System vor. Leider nicht so, muss ich Sie aufklären. Das bleibt in 1000 verschiedenen Systemen mit sich teilweise eben auch unterschiedlich definierten Datenpunkten, die aber das Gleiche meinen und eigentlich übereinander gebracht werden müssen. Und das ist die eigentliche Herausforderung hier. Denn das KI-Modell zu wählen, das zu trainieren, das zu optimieren, ist nicht so eine große Herausforderung wie letztendlich eine gute Datenlage eigentlich herzustellen. Das heißt, wir müssen strukturieren auch solche Informationen. Auch da gehe ich nachher noch darauf ein.
Nicht falsch verstehen, Befunde sind wunderbar, wenn sie im Freitext stehen, um eine Person zu einer anderen Person zu beschreiben, was diese Person hat. Wäre ich das aber leider über eben Hunderte oder Tausende Patienten, ist so ein Arztbrief, um ehrlich zu sein, nicht wirklich geeignet und kann auch eine KI nichts mit anfangen. Und dass ich hier nicht erzähle von irgendetwas, was ich einmal gemacht habe in meinem Leben, sondern eben wir als Firma in den verschiedensten Konsortien tun. Also nicht nur eben in dem Bereich jetzt der Sepsis, sondern da geht es natürlich, das können Sie jetzt transferieren auf translationale Krebsforschung, auf Herz-Kreislauf, auf Infektionsforschung eben, ist ja ein Bestandteil davon, oder eben auch neurodegenerative Erkrankungen. Und das eben über verschiedene Länder hinweg. Und das ist so der Traum, der natürlich mir sagt, na, überall, wo wir dort sind, und stellen Sie sich mal vor, wir würden diese Daten benutzen, dann wären wir schon längst weiter und könnten hier wahrscheinlich auch viel bessere und zeitgerechte Sachen machen. Ich will Sie mal auf eine Reise mitnehmen und dann wissen Sie vielleicht, wovon ich hier rede. Erinnern Sie sich an Lipo bei? 2001, ein Problem, riesige Problematik durch ein Medikament initiiert. Man wusste nicht so genau, was sind die Kausalitäten, dass einige Leute dort riesige Probleme bekommen und andere nicht. Erinnert heute so ein bisschen an Corona. Aber hier natürlich nicht durch ein Medikament, also Corona nicht mit Medikament, aber hier mit einem Medikament, und man wusste dann nachher, das darf nie wieder so passieren. Das heißt, wir hatten viel zu kleine Kohorten, wir hatten viel zu kleine Datenlage und Gesundheitsvorsorge musste also, 2003 wusste man das dann schon, verbessert werden. Man hat eine Gematik gegründet und es ist aber auch dann natürlich Einigkeit. Also es gab genügend, die diese Dinge abgelehnt haben, hier mitzumachen. Eine elektronische Gesundheitskarte, reden wir seit 2005. Sie gucken alle gerne mal auf Ihren Datum oder auf Ihre Uhr. Und dann wissen Sie, wo wir eigentlich stehen. Die elektronische Gesundheitskarte sprechen wir nämlich heute. Und das geht genauso weiter. Wir reden über Probleme, die wir grundsätzlich in diesem Bereich haben und die uns dazu führt, auch eine elektronische Patientenakte, die zentral alle Daten zu einem Patienten speichert, bis heute nicht wirklich realisiert ist. Telematikinfrastruktur, ich will da gar nicht im Einzelnen drauf eingehen, das ist keine Erfolgsgeschichte, um es nett auszudrücken. Ja, da sind wir heute eben noch nicht. Und es geht natürlich um Sicherheit, das ist gar keine Frage, aber gerne auch um das, was ich vorhin gesagt habe. Nee, das können wir aufgrund des Datenschutzes nicht machen. Das ist natürlich eben falsch, weil mit geeigneten Mitteln kann man so etwas tun. Und jetzt vergleichen wir uns da einfach mal international. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Vergleich vielleicht kennen. Da gab es eine wunderbare Studie. Wo steht Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern? Okay, alle, die mitmachen wollten, haben dann mitgemacht, gar keine Frage. Und diese Studie wurde 2018 gemacht. Und es wurde geguckt eben an bestimmten Punkten, was sind denn effektive Strategien? Wie ist das denn mit der Politik? Wie ist das mit der Digitalisierung überhaupt, die damit stattfindet? Ja, was glauben Sie, wo Deutschland steht? Leider steht Deutschland auf dem Platz 16 von 17. Habe ich ganz viel gehört, was passiert denn jetzt oder was machen wir denn jetzt? Ja, viel kann nicht mehr passieren. Wir können auf den letzten Platz gehen, aber mehr kann eigentlich nicht passieren. Das heißt also, mit dem teuersten Gesundheitssystem, was wir haben, stehen wir auf Platz 17 in Europa. Und da waren sogar klare Anweisungen drin, was man denn dafür tun muss. Und wenn wir uns die anschauen, das ist, die deutsche Gesundheitspolitik muss den eingeschlagenen Weg weitergehen. Die Politik muss entschlossener in der Vergangenheit handeln. Und wir müssen eben eine führende Rolle übernehmen und wir müssen mit Tempo aufführen. Da komme ich vielleicht gleich nochmal auf diese Sätze zurück. Das Problem ist aber, warum dauert es denn dann so lange? Warum kommen wir nicht dazu? Weil wir irgendwie natürlich mit ganz vielen Dingen ständig beschäftigt und wir natürlich auch andere Probleme haben und uns, sagen wir mal, nicht gemeinschaftlich dorthin stellen und sagen, wir müssen diese großen Probleme lösen. Jetzt könnte man sagen, 2018 ist diese Studie ja wunderbar gewesen und hat uns jetzt dazu geführt, auch zu sagen, jetzt haben wir es verstanden. Jetzt müssen wir richtig Gas geben, stand da drin. Wir müssen eben richtig auf die Tube drücken und Geschwindigkeit aufnehmen. Und wenn Sie das hier sehen, das ist dann danach gemacht worden letztendlich. Die Links sind unten auch immer dabei. Ja? Und dann schaut man sich an, nee. Deutschland hat leider nicht irgendwie jetzt Plus oben gemacht, wie andere Staaten, sondern es hat weiter an Boden verloren, was das betrifft. Das heißt, wir bleiben weiterhin zurück hinter dem, was dort ist. Und wenn man dann noch einen weiteren Report aus 2018 nimmt, da mag man es nicht so ganz glauben, da ist ein Bullet Point von mir drin, da steht 40% sind überhaupt nicht digitalisiert. Oder es passieren noch Sachen auf Papier. Und das ist natürlich fatal. Da brauchen wir gar nicht über irgendwie geeignete KI-Methoden reden. Da werden wir letztendlich nicht vorankommen. Das heißt, wir haben infrastrukturelle Probleme, wir haben auch politische Probleme, das ist gar keine Frage. Aber was sind denn sozusagen die Hürden? Und an bestimmten Stellen möchte ich darauf eingehen. Sie wissen doch heute schon, Sie können in Kliniken, also bei Ärzten fängt es ja mittlerweile ganz gut an, aber zum Beispiel schon keinen Termin vereinbaren, nicht elektronisch. Also Sie können Termine vereinbaren, aber eben nicht elektronisch. Wir haben keinen, ist auch nicht so ganz richtig, digitaler Impfpass. Man muss sich überlegen, wann ist denn das gekommen und warum ist das gekommen? Corona sei Dank, könnte man fast sagen.
ist das Problem. Zentrale Medikationsakte kommt mal gerade. Aber diese Dinge diskutieren wir an verschiedenen Stellen. Auch Bilddaten werden per Taxi verschickt über eine CD. Das kann doch in der Kommunikation, wo wir alle Videos streamen jeden Tag und Musik streamen, doch nicht wirklich unser Problem sein. Und eben Deutschland ist leider nicht der Pionier in E-Health, trotz teuerstem Gesundheitswesen. Das heißt, wenn wir uns da mal reinschauen, wir müssen nicht immer nur viel reden, aber nichts sagen und nicht irgendwie disruptiv sein wollen oder letztendlich die PS auf die Straße bringen und die Stakeholder ins Boot holen oder weiß ich nicht was, sondern wir müssen das auch wirklich mal tun und müssen das letztendlich auch wirklich mal umsetzen, denn das ist immer noch das vorherrschende Gerät ohne Quatsch im Gesundheitswesen. Und Papier von einem Ort per Fax zum anderen zu schicken, ist leider keine Digitalisierung, mit der wir vorankommen. Es ist eine, aber es ist keine, die uns sozusagen voranbringt. Das heißt, wir müssen uns das angucken und das ist nicht von mir und es ist ja auch nicht meine Idee alleine, sondern wir wissen eben, dass Professor Heils hat das auf dem Hauptstadtkongress 2019, glaube ich, gesagt, dass wir eben uns diese elektronischen, und zwar forschungskompatiblen, die wir genau hier auch im Sepsis-Datanet vorhin gesehen haben, Patientenakte annehmen müssen, dass wir die etablieren müssen, die muss eigentlich sofort, am besten überall her, um solche Daten letztendlich verwertbar, anonymisiert bzw. pseudo-anonymisiert zu verwenden, um uns eben zu verbessern, um das, was wir hier als Leitlinien gehört haben, zu verbessern. Denn Daten generieren wir hier ohne Ende. Also wenn wir uns mal anschauen, wie viele Daten wir dort haben, dann ist das schon eine ganze Menge, aber nicht alles davon ist eine strukturierte Dateneinheit, die auch eine KI out of the box benutzen könnte. Und auch das hier, das ist, unwichtige Daten werden wichtiger, strukturierter Freitext, vielleicht sollten wir wenigstens Arztbriefe versuchen zu strukturieren. Da denkt man jetzt, ja, das müssen wir unbedingt tun. Das ist eben ein Inhalt, der ist ganz klar schon bezogen aus dem Jahre 2016. Und wenn wir sagen, wir sind mal wieder 16 Jahre später oder von mir aus jetzt im 17. Jahr, dann sind wir nicht gerade gut vorangekommen, was diese Konzepte betreibt, was diese Möglichkeiten im Gesundheitswesen beschreibt. Und das ist aber auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier sagen will. Wir wollen auch nicht in eine irgendwie geartete Sammelwut eintreten. Das heißt, wir müssen auch an bestimmten Stellen, und das ist das, was wir eben im Sepsis-Datanet auch gemerkt haben, schauen, was können wir denn auch heute gut sammeln, auf was können wir uns auch fokussieren. Das muss nicht immer leider der kleinste gemeinsame Nenner sein, ja, das ist nämlich auch nicht vorteilhaft, aber wir müssen auch nicht sagen, wir schreiben jetzt einfach mal alles auf, weil dann kommen wir wieder zu dem vorhin beschriebenen Teppich, der eine ganze Menge Lücken oder Webfehler oder Löcher hat. Das wollen wir auch nicht. Und dann habe ich noch einen ganz wichtigen Punkt, den ich hier gerne aufnehmen möchte. Freitexte statt Strukturierung. Das da sieht zwar aus wie irgendwie strukturiert, hat aber nichts damit zu tun. Da steckt alles drin. Von einer irgendwie gearteten Gesamtdosis, die dort irgendwie beschrieben ist, also Medikationsdaten über systolische Werte, also alles ist eigentlich in einem Text drin und ist somit auch nicht verwertbar. Von Geburtsdatum über natürlich auch Personen, das ist natürlich keine wirkliche Person, die hier aufgeschrieben ist, ist von mir fiktiv gebaut letztendlich. Also bis hin zu Diagnosen oder Therapien, die durchgeführt wurden, ist alles drin und damit können wir leider nicht starten. Das geht aber auch heute. Sie kennen Alexa, Sie kennen auch, sicherlich haben Sie von ChatGPT ja gehört, in aller Munde. Das heißt, genau das sind diese Inhalte, die wir auch benötigen oder auch Fortschritte, die wir benötigen, um zum Beispiel aus einem solchen Arztbrief, der auch im Krankenhausinformationssystem aus Abrechnungsgründen notwendig ist, gar keine Frage, ich will den gar nicht weghaben, können wir aber eben mit unserem System und einem weiteren Partner, der jetzt einfach aus dem Brief heraus alle strukturierten Inhalte wieder herausholt, uns ICD-Codes gibt, er gibt uns die PZN-Daten von Medikationen, er gibt uns die Therapien, er gibt uns die nach LOINC standardisierten Blutparameter, die dort mit drin beschrieben sind. Sowas ist heute alles schon machbar und gibt uns diese strukturierten Infos wieder zurück, um so etwas auch bei uns zu speichern und letztendlich wieder verwertbar zu machen. Und auch hier gibt es sogar die Möglichkeiten, das nicht nur auf einem fertigen Arztbrief zu tun, sondern diese Lösung bietet sogar an, Sie können dort hineinsprechen und es wird beim Sprechen on the fly diese Informationen herausgeholt und Sie könnten sogar noch selber sich beschreiben, welche Punkte muss ich denn beschreiben, um letztendlich dabei herauszukommen, was normalerweise alles hineingehört in einen Arztbrief. Und das sollte der Weg sein, um alles einzusetzen, was wir benötigen.
Das heißt, wie sprechen Menschen mit Menschen, ist nicht ein Satz von mir, gerne aneinander vorbei, ist dieses Thema, was ich vorhin beschrieben habe, mit der Terminologie oder mit den Vokabeln, das Gleiche meinen, was anderes sagen, Themen wie Female, F oder Woman oder weitere Beschreibungen, auch Einheiten umzurechnen, ist im Grundsatz kein Problem. Man muss sie nur sicherlich einmal definieren und muss sie sozusagen gemeinsam verwenden. Das heißt, wir haben auch sicherlich nicht zu wenig Standards. Ich sage mal, wir haben eigentlich zu viele und wir müssten uns eigentlich nur auf ein bestimmtes Maß oder bestimmte Definition einigen. Das muss man auch unterstützen. Auch das haben wir im Selbstes-Datanet gemacht, über alle Partner hinweg eigentlich aufzuschreiben, wie heißt denn der Datenpunkt bei euch und wie heißt denn nun im Goldstandard, die zum Schluss die KI verwenden kann. Da habe ich drüber gesprochen, Regulatorien sind wichtig, ich will die nicht wegdiskutieren, nur lassen Sie uns die bitte im gezielten Maße einsetzen und vollkommen klar muss sein, dass unsere neue Ressourcen, Währung, wie Sie es auch immer nennen wollen, das haben auch andere, die dort abgebildet sind, sicherlich schon längst verstanden, ja, Daten sind. Daten sind unsere neue Währung, weil damit kann ich theoretisch schon bezahlen, das tun sie sogar schon, ja, an bestimmten Stellen. Ich weiß nicht, ob sie irgendwelche Refund-Modelle haben über Payback oder weiß ich nicht was. Es geht hier immer um Daten und letztendlich geht es darum, was ich Ihnen als nächstes anbieten kann. Und stellen Sie sich das mal vor, wir würden Daten auch noch benutzen, um unsere Gesundheit zu optimieren, dann wären wir schon am Ziel. Und das ist die Ära, sagt man so schön. Also diese beiden Modelle, zum Beispiel von dem Autohersteller, den Sie sicherlich kennen, ist physikalisch in keinem Unterschied. Es hat nur einen Softwareunterschied. Und ich weiß nicht, ob Sie dieses kennen mit dem Wirbelsturm Katrina, der dort kam. Die Reichweite dieses Autos hing alleine von der Software ab. Und der Anbieter hat dann den Leuten geschrieben, so, ich habe jetzt mal automatisch das Upgrade auf die neue Software für dich eben freigegeben, die normalerweise Geld gekostet hat. Damit kommst du jetzt mit deiner Reichweite von dem Akku viel, viel weiter als zuvor. Und das ist schon, das heißt, die Wertschöpfung liegt also wirklich auch in der digitalen Sphäre und gar nicht mehr nur, wie wir es uns vorstellen, an irgendeinem Produkt, was wirklich jemand Schrauben herstellt, heute zur Verfügung stellt. Das heißt, auch der Arbeitsmarkt hat sich ganz stark verändert. Und das ist das, was auch Herr Professor Adamczyk beschrieben hat. Natürlich haben wir vorher an ganz anderen Sektoren gearbeitet, dass wir heute jetzt eigentlich auf diesem Informationsweg sind und dort eigentlich einen Großteil des Arbeitsmarktsektors haben, ist eigentlich voll klar und total unumstritten. Und das heißt auch, wir brauchen auch neue Leute, wir brauchen neue Ausbildungswege, die, wie Herr Professor Adamczyk beschrieben hat, beide Seiten, beide Welten verstehen. Nämlich wirklich das, was wir unter Statistik, Mathematik verstehen, unter Medizin, aber eben auch in dem Bereich der Biomedizinforschung, die wir dafür benötigen. Und die müssen wir auch ausbilden, damit wir nicht hier hinkommen, wo die schöne Frage, wo kommen wir denn da hin, wenn Maschinen jetzt Forschungsfragen beantworten? Da steht schön ganz klein darunter, ja, vielleicht zu ganz neuen Erkenntnissen. Und das ist das, was wir eigentlich im Selbstes-Datanet auch dort geschafft haben. Ich komme da gleich auch noch mit vielleicht einem sehr schönen Beispiel und einer Analogie. Und wenn wir immer von evidenzbasiert sprechen, das hat alleine damit zu tun, dass wir auch Veröffentlichungen, die wir machen, eigentlich nicht konsequent genug benutzen. Das heißt also, nicht alles, was wirklich auch ermittelt wird an Daten, auch aus dem Grunde, weil es Fehlschläge sind, publiziert werden. Auch das ist sicherlich ein Thema, was wir uns noch annehmen müssen. Nicht nur, weil es nicht zum Erfolg geführt hat, hat es aber doch noch einen Informationsgehalt. Und der muss unbedingt mitbenutzt werden, denn Evidenz ist nicht nur positiv, Evidenz ist auch negativ basiert. Und das ist eben auch klar, es gibt schon lange die Diskussion darum, DeepMind, Mitbegründer, AlphaGo kennen Sie, da kommen wir jetzt gleich zu, der gesagt hat, es ist nicht mehr eigentlich irgendwie nachher zu fragen, wie wir sowas machen oder ob wir sowas machen, sondern nur noch, wann wir es machen. Denn die KI, das steht da schön da unten, wird, wenn Sie das in die Analogien von den Dingen, die wir schon KI heute einsetzen, kommen wir definitiv innerhalb von Wochen wahrscheinlich auf Insights, die uns weiterführen und letztendlich dazu führen, genau das, was wir in der Sepsis haben, eben seit einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten schon forschen, auf einmal jetzt immerhin einen Schritt weit auch weitergehen zu können, vorhersagen zu können, helfen können, unterstützen. Das heißt, wir müssen nicht mehr blind oder so in diese Datenflut oder in unsere Probleme hineinlaufen, sondern wir müssen das eben sehr gemeinsam und kollegial tun, damit wir hier auch zu einem Erfolg kommen. Und das heißt auch wirklich viele Informationen nutzbar machen. Gerne zitiert jemand eigentlich in solchen Studien irgendeine andere Arbeit, die hat so einen Rahmen von 3 Jahren.
Und wenn wir uns mal, hier ist eine beispielhafte Random Clinical Trial und eine Anwendung von einem Medikament gewesen. Zu Beginn weiß man eigentlich oben gar nicht genau, ob man damit irgendwas machen kann. Und jeder hat eine eigene Kohorte gebildet und kam eigentlich zu keinem guten Ergebnis. Hier ist mal aufgeschrieben, wenn wir das kumulativ betrachten würden, dann gab es eigentlich schon relativ früh einen Punkt, an dem wir sagen konnten, doch, Moment, das Zeug hilft. Ja, ist gar keine Frage. Und ab diesem Punkt wäre es eigentlich sogar auch unethisch gewesen, weitere Clinical Trials zu machen, weil wir müssen ja schon sagen, Moment, das hilft doch, das wissen wir schon. Aber es ist natürlich jede dieser Studien bis zum Jahr 2002 total isoliert gewesen und war der Meinung, ich mache das besser und ich schaue noch besser dorthin, anstatt gemeinsam die Werte zu benutzen, um eine Aussage zu treffen zu können. Das heißt, auch das wieder die Erinnerung daran, nee, ich bin viel zu beschäftigt mit mir selber als gemeinsam. Und dann kommt natürlich auch noch einiges hinzu, das darf man nicht vergessen. Wir müssen natürlich auch solche Regularien einhalten. Das heißt, solche entwickelten AI-Geschichten, die Daten, die dazu führen, die Datenbanken, die wir getan haben, das muss man verstehen als nachher etwas, was zur Therapie und Diagnostik beiträgt, als Decision Support. Und damit ist es genauso wie ein Skalpell oder sonst irgendetwas ein Medizinprodukt und muss auch deswegen gut implementiert sein. Also gut gemeint ist immer noch nicht gut gemacht. Und deswegen müssen auch solche Softwarelösungen ganz klar eine gute Regularien und Kontrolle letztendlich unterlegen, um eben das Data Brain aufzusetzen, um wirklich Real-World-Data einmal zu benutzen, um eben den Movie of Life zu verstehen. Und zwar vor dem eigentlichen Problem und Ereignis, um unter Umständen letztendlich auch mal von einer kurativen Behandlung, die wir heute haben, ursächlich in eine wirklich auch präventive zu überführen, um eben zu sagen, was wird denn mit dir passieren? Stellen Sie sich vor, wir setzen KI dazu ein, ob sie irgendwie geartet bei einem, ich sag mal, Routineeingriff irgendeine Komplikation kriegen, weil wir aus ihrer Historie heraus schon wissen, naja, sie sind einer der Risikopatienten, der kriegt einen Dekubitus, der kriegt eine Pneumonie oder sonst irgendetwas. Und das wäre definitiv auch etwas, was jeder von uns wünscht, weil es geht hier um eine Win-Win-Situation und nicht zu Lasten von irgendjemand geht. Und zum Schluss stehen wir hier, dass Daten das Ziel sind zur personalisierten und individualisierten Medizin. Ja, das ist so ein bisschen Big Data. Und wenn ich jetzt anfange, über AI zu reden, das ist so ein bisschen, was mich immer daran erinnert, als würden Sie mit Teenagern über Sex sprechen. Die wissen alles. Also die haben auch alles im Internet schon gesehen. Ich habe auch zwei Jungs, nicht falsch verstehen, 15 und 17. Die haben auch natürlich alles gesehen. Und wenn es aber dann dazu kommt, ist es das, was auf der rechten Seite ist. Das ist nicht das, was man wirklich darunter versteht. Und deswegen vielleicht nochmal hier ein kleiner Einstieg, den wir dort haben, den wir auf jeden Fall eben auch nicht als Fehler machen dürfen. Da ist wieder gemacht worden, eine Studie, die zeigte, wir haben ein KI-Modell, wir haben sozusagen Experten, beide werten das aus und wir schauen uns das an. Die Maschine lernen macht 92% Genauigkeit, der Mensch macht 96%igkeit. Also ist doch klar, Ergebnis ist, der Mensch macht das weiterhin, weil der macht das natürlich viel besser als die KI. Nee, falsch. Wir kombinieren die beiden. Es geht hier um Decision Support, es geht hier um sozusagen Unterstützung. Kombinieren Sie beide und wir kommen auf 99,5%. Wir wollen doch gar keinen Arzt oder keinen Menschen in der Form ersetzen, sondern wir wollen optimieren oder sozusagen helfen und unterstützen. Das muss der Punkt sein. Und warum KI? Das will ich Ihnen jetzt nochmal an bestimmten Beispielen erklären. Weil wir es definitiv nicht können. Gibt so ein schön verpixeltes Bild, könnte keiner von uns sagen, welche Person es ist. Selbst wenn ich Ihnen jetzt ein Bild hochhalte, könnten Sie nicht sagen, wer es ist. Ob der sich dahinter versteckt oder nicht. Nur macht die KI Folgendes, sagt, aus tausenden Bildern, die ich in die eine Richtung gekannt habe, mache ich das jetzt umgekehrt und rechne daraus jetzt mal ein Gesicht aus. Das ist das, was die KI daraus gerechnet hat. Und dann nehmen wir das wirkliche Original dazu und denken, ups, das hat er aber nicht schlecht gemacht. Und das hätte von uns definitiv keiner hinbekommen. Und jetzt transformieren Sie genau das, was hier passiert ist. Das grobe Bild auf Sepsiserkrankungen, gerne auch jede andere Erkrankung. Und dann ist eigentlich nicht mehr klar, ob oder wann wir das machen, sondern nur, wie wir das machen. Und es geht auch viel besser. Also hier sehen Sie jetzt Bilder und Personen, die gibt es nicht. Und zwar, weil sie einfach synthetisch generiert sind. Und das sind wir auf diesem Level, das Sie sicherlich auch in den nächsten Jahren noch viel zu hören wollen. Das ist das, was wir jetzt in Sepsis schon mal geschafft haben. Das ist sicherlich gar nicht schlecht. Aber wir müssen auch nachher diese Daten mit einem sogenannten digitalen Zwilling zu einer Person weiter anreichen, um unter Umständen mögliche weitere Wege eigentlich auszutesten. Also nicht nur multidimensional auf den Daten, die wir haben, vorzugehen, sondern später auch multidimensional mit weiteren Daten anzureichen und zu sagen, wie könnte es denn hier weitergehen bei diesen Personen? Also diese Personen gibt es nicht, die sind künstlich generiert von einer KI. Das kennen Sie sicherlich alle auch eben mit diesen Bildern, die es dort gibt, oder eben auch ChatGPT habe ich angesprochen, schreibt wunderbare Texte.
Wir müssen es eben nur geeignet einsetzen, wie das auch hier zum Beispiel gemacht wurde. Es gab einen AlphaGo-Algorithmus, sage ich jetzt mal zu Beginn, der eben Vorhersagen in diesem Spiel, das kennen Sie sicher, Go gemacht hat. Der konnte dann auch schon einige Go-Master schlagen, war auf dem gleichen ebenbürtigen Level. Und dann hat man nur Folgendes gemacht: Die, ich sag mal, regelbasierte Go-Mechanismus oder Algorithmus hat man dann mit einer KI, die eigentlich von nichts wusste, gegeneinander spielen lassen und hat lernen lassen. Ja, okay, die spielen ein bisschen schneller als wir wahrscheinlich und hat nach 3 Tagen den Level erreicht, den vorher das sozusagen regelbasierte Go erreicht hatte, womit man schon den Master schlagen konnte. Und wenn Sie das weiterlaufen lassen, dann ist nach 40 Tagen man der Meinung, es gibt jetzt auf diesem Planeten keinen mehr, der diesen Algorithmus in Go auch wirklich nur ansatzweise noch schlagen könnte. Und das sind Themen, die Sie genauso, weil die Komplexität, wenn Sie von Go kennen, ist extrem hoch, eben auch wieder transferieren können. Und das heißt, Lernen ist eigentlich der Punkt. Und das funktioniert aber auch nur, weil eben wir heute in einer Geschwindigkeit auch Daten verarbeiten können, die sicherlich vor einiger Zeit gar nicht möglich war. Und das ist auch Wissen und das ist auch weiteres Wissen, was wir aus solchen Sachen herausziehen. Denn, das haben wir auch gezeigt, oder hat Professor Adamczyk ja auch gezeigt, die Parameter, die dann dabei rauskommen sollen, die sollten idealerweise keine Blackbox sein, sondern die sollten natürlich auch wieder eben Hinweise darauf geben, wie mache ich denn weiter in meiner Forschung. Und jetzt komme ich auf diesen Punkt, den Herrn Professor Adamczyk vorhin auch meinte. Das war dieses Thema, naja, vielleicht verhält sich eine Skepsis aber auch nicht nach Regeln. Und das sieht ja stark danach aus. Was hat man gemacht? Da hat ein sehr, sehr altes Spiel genommen. Das ist eine Spielfigur, die hüpft auf verschiedenen Etagen. Da gibt es verschiedene Punkte, gibt es verschiedene Farben, die geben verschiedene Punkte und Kombinationen hintereinander gibt verschiedene Punkte. Hatte schon eine relativ hohe Komplexität, ist, glaube ich, aus den 80er Jahren. Ich kenne das Ding noch selber. Und dann haben wir gesagt, jetzt lasse ich eine KI darauf laufen, wie man denn am besten hier den höchsten Punktwert erreicht. Und die KI hat Punktwerte zum Schluss zurückgeliefert, da haben die gesagt, das geht gar nicht, das kann gar nicht sein. Und das hat damit zu tun, dass die KI in dem gesamten Programm einen Bug gefunden hat, der letztendlich ihnen ermöglicht hat, immer sozusagen, wenn der abstürzt, sage ich mal so vorsichtig, dieses Männchen, dann noch Tausende von Punkten zu generieren in dieser Zeit. Und das ist jetzt transferiert auf die Skepsis zu bringen. Es geht nicht immer um Regeln, vorsichtig ausgedrückt, die wir einhalten, sondern den Bug im System zu finden, um zu sagen, hier läuft das System amok und da habe ich den Weg oder ich habe das Problem gefunden, an dem es eigentlich außer Kontrolle gerät, was nichts mehr mit unserer Logik zu tun hat, an dem wir auch wahrscheinlich mit unserer Kausalität eben gar nicht weiterkommen. Ja, und kennen Sie Sherlock, künstliche Intelligenz in der Gesundheitswirtschaft? 2017 darf ich wieder mal anmerken. Und wenn Sie sich das dann runter durchlesen, dann steht da zum Beispiel einen Teil, der schreibt mal kurz, 90 Milliarden ließen sich durch KI alleine beim Krankheitsbild Fettleibigkeit bei Kindern einsparen. Und wie gesagt, das können Sie sicherlich auch nochmal transferieren auf die anderen Sachen. Und jetzt verstehen Sie vielleicht, warum ich zu Beginn so böse gesagt habe, dass wir eigentlich schon viel, viel seiter sein könnten, wenn wir nicht so einige Hürden hätten, welche das auch immer sind, und wir damit auch eine ganze Menge Leben retten könnten, wenn wir das ganz konsequent weiterdenken und ganz konsequent umsetzen. Ja, also das ist natürlich ein Thema von Geld, das ist uns auch vollkommen klar. Und deswegen wissen wir auch, dass der KHZG und auch einiges dazu gebracht hat. Aber es ist einfach klar, dass auch der Nutzen, der hinten herauskommt, in sicherlich dreistelliger Milliardenhöhe realisiert werden könnte. Das ist nichts, was ich mir ausdenke. Und das heißt also, künstliche Intelligenz wird die Medizin revolutionieren. Wir stehen da jetzt am Anfang. Bislang standen wir eben vor einem Zielkonflikt, entweder Versorgungsqualität zu verbessern oder die Kosten für die Versicherten zu senken. Und KI könnte ausgerechnet genau beides davon machen. Und das war das, was ich mit Win-Win-Situationen letztendlich hier meinte. Das heißt, ich will hier auch keine eierlegende Wollmilchsau versprechen, KI, Daten, Integration und so weiter und so fort. Da wird noch genügend zu tun sein und wir sind da auch sicherlich noch nicht fertig. Aber wir müssen uns auf jeden Fall auf den Weg machen, so etwas zu tun. Und das hat sogar eine ethische Verantwortung, weil das, was ich gerade eben beschrieben habe, bedeutet eigentlich auch, dass wir es schon wissen und jetzt wieder dem besten Wissen eigentlich handeln und das nicht konsequent umsetzen. Und das müssen wir eigentlich hier tun. Das ist auch das Plädoyer von Professor Adamczyk gewesen, nämlich hier, da braucht man nur 10 Ansatzpunkte, eigentlich runterarbeiten, so möchte ich das mal vorsichtig ausdrücken, letztendlich einsetzen, um überhaupt verbessert hier für alle, und zwar der Gesellschaft, letztendlich hinten herum wieder rauszukommen. Ich verspreche keinen Weltfrieden, das ist mir auch klar, aber die Schlussfolgerung ist, lassen Sie uns alle an einem Strang ziehen, aber bitte nicht wie im Bild in unterschiedliche Richtungen, sondern am liebsten in eine Richtung.
Damit wäre ich erstmal durch und warte gerne auf Ihre Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Stephan. Für den am Anfang habe ich gedacht, oh, das ist ja jetzt mega pessimistisch, aber es kamen ja dann die Phasen des Optimismus und ich möchte, ich möchte noch mal fragen, was die Sepsis jetzt betrifft, habe ich ja schon den Eindruck, dass wir gar nicht, also dass wir nicht an Platz 16 in Europa sind oder Richtig. mit anderen Worten, dass wir gar nicht so viel schlechter sind als die anderen, die ja in der Digitalisierung schon so viel weiter sind. Also nehmen wir Dänemark, ja, die ein einheitliches Gesundheitssystem haben, die da ihre Daten analysieren könnten und dann ja das alles, was sie in NRW jetzt an knapp 700 Patienten gefunden haben, was die alles hätten schon machen können. Oder schauen wir uns Amerika an. Die haben mit KI nicht mehr geschafft, als Sepsis vorherzusagen und durch die Vorhersage zu erreichen, ja, dass das Outcome ein bisschen besser wird. Aber diesen individuellen Ansatz haben sie nicht gemacht, denn in der internationalen Leitlinie steht ja das drin, was vorhin Herr Adamczyk gesagt hat. Was ist denn da das Problem? Also warum fehlt da die Kohle oder warum machen die anderen, dass die angeblich so viel weiter sind? Warum sind die nicht so viel weiter bei dem speziellen Problem? Also das hat, glaube ich, auch verschiedene Gründe. Ich will nur einen, den ich wirklich auch glaube, mit einer der zwar sehr weichen Soft-Faktoren da drin ist. Es ist nicht nur Geld, es ist nicht nur die Datensammlung, sondern es ist natürlich auch an bestimmten Stellen diese Angst eben vor KI. Das muss man ganz klar sagen. Etwas zu haben, was ich nicht verstehen kann, was sich nicht leicht interpretieren lässt, was auch im Bereich, alle sprechen von Support Vector Machines, noch nicht mal deterministisch, wenn es Worst Cases sein kann. Das heißt also, ich lasse das dreimal laufen und ich komme leicht unterschiedliche Ergebnisse dabei raus. Leicht, nicht komplett andere, aber leicht unterschiedliche. Sowas lässt Leute zweifeln an diesen Thematiken und diesen Gedanken nicht konsequent genug weiter durchgehen. Und es bleibt dabei, wie auch wir ganz klar bei Herrn Professor Adamczyk gesehen haben, man muss da schon ein bisschen Selbstaufopferung haben und sich nicht als selbst in diesen Mittelpunkt zu stellen. Und was hier ganz wichtig ist, ist die Zusammenarbeit. Also Sepsis-Datanet hätte auch keinen Erfolg, wenn wir nicht das Netzwerk dazu gebracht hätten, genügend Daten zu bringen. Denn nicht Herr Professor Adamczyk alleine hat in Bochum diese 700 Patienten geholt, sondern da waren eben alle Kliniken daran beteiligt, um letztendlich die geeignete Datenmenge hinzubringen, heute eben etwas auch vorhersagen zu können. Jetzt müssen wir aber noch sagen, der Kollege hat das ja vorhin auch gesprochen mit den falschen positiven und falsch negativen Geschichten, beziehungsweise müssen ja 1 minus False Discovery Rate letztendlich dort schauen. Wo wir sicherlich dann eben zusehen müssen, solche Dinge mit einer hohen Wahrscheinlichkeit schon nutzen zu können, aber natürlich auch nicht, wie soll man sagen, dogmatisch hier auch herunterarbeiten zu wollen. Wir wollen es ja trotzdem verstehen und deswegen ist der Random Forest Ansatz, der einem gegenüber der Support Vector Maschinen vielleicht leicht veränderten oder nicht ganz so hohen Anteil bringt, aber auch verstehen als etwas, was mir Hinweise gibt, als ein eben solcher Decision Support, auf den ich baue. Und das ist natürlich eigentlich die False Positive Rate, also in dem Fall verstirbt an der Sepsis, weniger dramatisch als natürlich in dem Fall jetzt die False Negative Rate, indem ich sage, der hat gar nicht, das ist nicht so problematisch. Und jetzt kommt noch ein Punkt hinzu, der nochmal ganz wichtig ist. Wir haben das Thema der Kontrolle. Das ist ein Riesenproblem. Jetzt müssen Sie in der Sepsis, hätte ich mir als Bioinformatiker, Biostatistiker gewünscht, wir hätten eine Person, die hat eine unglaubliche Infektion und bildet aber zum Beispiel noch nicht mal eine Sepsis aus. Ja, den haben Sie nur leider nicht 30 Tage und mehr auf der intensivmedizinischen Station, um diese Daten zu erheben. Und das ist natürlich auch immerhin eine Frage der Kontrollgruppe, die wir dort haben. Es gibt solche Fälle, die man sich dort anschauen kann, wo wir wirklich, ich sag mal, Koma-Patienten haben, die dann eine Infektion wirklich durchstehen und lange trotzdem auf einer solchen intensivmedizinischen Station sind oder Überwachung stehen, so will ich das mal sagen. Aber diese Daten und diese Datenmengen kriegen wir nur als auch Kontrollgruppen gut zusammen, wenn man zusammenarbeitet. Und das ist das eigentlich auch große Problem, das dann auch die Amerikaner haben oder auch andere haben, dort eben eine nicht konsequent gut definierte Datenmenge zu bekommen. Okay, also das ist ja dann praktisch, sind wir auf dem Gebiet der menschlichen Schwäche oder der alten weißen Männer oder weiß ich. Ja, Sie haben es fast und schön beschrieben, ja.
Wir haben eine Frage. Vor 30 Jahren, ich lese einfach mal jetzt mal vor 30 Jahren gab es doch ein Modellprojekt zwischen meiner Klinik in Bonn und der Deutschen Telekom. Es gab Laptops, Arztvisite, eine elektronische Patientenakte. Ich dachte, das hätte man weiterentwickelt. Stimmt gar nicht, Fragezeichen. Sehr spezielle Frage. Sehr spezielle Frage. Auf diese Lösung, muss ich jetzt gestehen, will ich vielleicht nicht direkt referenzieren und besonders nicht auf das Einzige. Ja, definitiv ist, ja, eben nicht. Also es ist immer noch so, dass wir über diese Sektorengrenzen nicht gehen. Selbst ein Klinikum weiß nichts über den niedergelassenen Arzt, außer den Arztbrief, den ich vorhin beschrieben habe, und umgekehrt. Die Datenverwendung ist eben extrem schlecht, was das betrifft. Das heißt eben, natürlich sind die Digitalisierungen als solches an bestimmten Stellen nicht immer ein Problem, sondern eher auch wirklich der sektorübergreifende Datennutzung oder Datenfluss, würden wir ja dazu sagen, die dann auch nochmal das Thema mit der Standardisierung hätten. Ne? Also klar, großer Wunsch in Deutschland, wir besitzen ein, ich sag mal, auf uns alle geeinigtes Krankenhausinformationssystem mit einer Definition und alle, das könnte sich sogar kostentechnisch sehr sinnvoll ausgehen, alle sind sozusagen auf einem Stand. Das wäre der absolut perfekte Punkt, aber das hat, glaube ich, keine politische Mehrheit, würde ich so vorsichtig ausdrücken wollen. Ja, das ist mit der Standardisierung ein weites Problem, ja. Also, und man hat so den Eindruck, dass die Medizin-Informatik-Initiative das vielleicht auch nicht löst. Aber das ist eine eigene Meinung zu, die ich hier gar nicht breitreten will. Auf jeden Fall sind wir leider auch da nicht besonders weitergekommen. Lassen wir es uns einfach neutral feststellen. Ja. Oder ich hätte mir vielleicht, drehe es noch andersrum, ich hätte mir noch mehr gewünscht. Sagen wir einfach so. Ja. Okay. Ja, aber trotzdem finde ich, also ich fand den Aspekt, den Sie vorhin gesagt haben, der war mir vorher auch nicht bewusst, dass Sie gesagt haben, wir wollen jetzt nicht KI gegen die Ärztin oder den Arzt vergleichen oder die Erfahrung dieser Berufsgruppe, sondern wir wollen KI nehmen, um sie zu unterstützen, nicht zu entmündigen, sondern ihnen eben die Stelle zu zeigen, wo möglicherweise das Problem entstanden ist und was man noch nicht gesehen hat. Und dann entscheidest aber du, ob das wirklich das Problem ist. Das ist, glaube ich, dieser mega Vorteil, den wir uns damit das ist so, dass das heute schon getan wird. Also wenn hier noch Radiologen dabei sind, die wissen das sogar. Also in der radiologischen Bilderkennung sind diese Algorithmen auch mittlerweile komplett dem, ich nenne es vorsichtig, Auge des Arztes überlegen. Und es hilft mir nur zu sagen, wo was ist. Sogar es gibt Bereiche, wo der sagt, hier ist was, du kannst es aber nicht sehen, weil das ist eine multidimensionale Interpretation der Daten, die wir immer nur, ich nenne es vorsichtig, zweidimensional, dreidimensional, jetzt legen wir noch eine vierte mit Zeit drauflegen, wir darstellen. Eine KI rechnet 100-dimensional. Das können Sie in der Logik sich bildlich einfach schon nicht mehr vorstellen. Und führt aber auch dazu, dass eben bestimmte Dinge heute schon von solchen Sachen gesehen werden, die aber trotzdem natürlich den Radiologen bis heute gar nicht ersetzt haben. Das wollen wir auch gar nicht und das müssen wir so auch verstehen. Es ist kein Ersetzen von irgendjemandem. Es ist sozusagen ja, so Best of Class, Best of Breed, wie man es auch immer so schön heute neudeutsch ausdrücken möchte, ist das wirkliche Ziel, was hier verfolgt werden muss. Und auch neue Hypothesen natürlich letztendlich damit erarbeiten zu können. Das ist auch das mit dem digitalen Zwilling. Also eine Hypothese vielleicht auch mal digital in Zukunft eben vorhersagen zu wollen, um zu gucken, wie ist denn ein Outcome von einem Patienten, wenn ich ihm Folgendes irgendwie in welcher Art auch gegeben hätte. Und das, stellen Sie sich jetzt vor, wir könnten es einfach mit jedem Medikament tun, Off-Label-Use stand vorhin bei mir mit drauf, die wir heute noch überhaupt nicht auf der Uhr haben. Dann sind wir auf jeden Fall an ganz anderen Möglichkeiten angekommen, als wir das heute vielleicht auch in der realen Welt tun dürfen. Dieser digitale Zwilling, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden. Können Sie Gerne, ich hole das nochmal aus. Wir nehmen mal an, ich habe einen sehr gut beschriebenen Patienten bis zum Zeitpunkt heute und der liegt eben gerade mit einer Sepsis auf Ihrer Station. Und was ich jetzt mache, ist eigentlich, ich sage mal, die Werte, folgende Werte oder vielleicht auch folgende 10 Werte sehen so aus. Und jetzt fange ich an, baue mir von diesem Patienten einen digitalen Zwilling anhand seiner Daten und reichere ihn an mit, ich prognostiziere, seine Sauerstoffsättigung verläuft so, sein IL-2-Status verläuft so, dass ich sozusagen mir mehrere, ich sag mal schon auch also nicht nur eine, sondern sozusagen ganz viele Zwillinge von dem eigentlichen Patienten, der jetzt im Bett liegt, vorstelle und mir anschaue, was ist denn, wenn
seine Sauerstoffsättigung jetzt anders verläuft. Oder gekrümmt, denn auch die KI sieht eigentlich gar nicht, dass es rauf oder runter geht, sondern die sieht eine Krümmung, die sieht eine Kurve mehr oder weniger in dieser Sauerstoffsättigung, die sich vollzieht. Darauf entscheidet sie. Und wenn wir das vorhersagen, auch jetzt mal mit digitalen Daten, könnte ich nachher natürlich mit solchen Modellen auch sagen, na, wie wird er denn dabei rauskommen? Ja, und das ist der digitale Zwilling. Das heißt, zu einem heutigen Standpunkt Annahmen digital zu treffen, um sie dann über solche AI-KI-Modelle letztendlich zu überprüfen. Okay, und das vergleicht man dann mit dem reellen Ausgang, vermutlich. So ist es. Vergleichbar mit reellen Ausgang, oder man könnte sich auch vorstellen, wie gesagt, wenn ich mit 10 Varianten reingehe, könnte ich mir auch Medikamente eben drunter vorstellen. Was war denn sozusagen das Optimum, was rausgekommen ist? Ja. Wieder personalisierte und individualisierte Medizin für diesen Patienten. Okay, spannend, spannend. Ja, ich sehe, Herr Stefan, keine weiteren Fragen. Ich bin auch ein bisschen drüber in der Zeit. Wenn doch noch Fragen auftreten, dann glaube ich, finden Sie die Leute. Doch, jetzt habe ich doch mal irgendwo. Sehen Sie es auch? Ich lese es sonst vor. In China gab es ein KI-Experiment bezüglich Gehirntumoren. Die KI war schneller und besser bei der Erkennung von Gehirntumoren. Der Studienleiter sagte dann aber, dass die KI wie ein Navigationssystem im Auto ist. Sie macht Vorschläge, aber letztlich liegt es am Fahrer, wo er langfährt. Das ist ein schönes Bild, wie KI und der Arzt einhergehen können. Ja, das ist also ein Kommentar, der, glaube ich, das gut ergänzt, was Sie schon gesagt haben oder wo ich Sie vorhin auch zitiert habe. Also wenn wir das geschickt nutzen, dann es ist auch okay. Und der Arzt muss sich auch nicht prädiktiv daran halten. Es beschreibt aber nochmal genau diese Angst, die man vor KI hat, dass sie sozusagen besser sein könnte als ich. Das ist doch genau das Gleiche, als würde ich sagen, der Kollege ist besser als ich. In der Diagnose von Gehirntumoren. Das möchte man auch nicht sagen. Ja, und das ist natürlich ein Problem, wobei man sagen würde, wenn wir uns zusammentun als Experte, der Kollege und ich, da können wir vielleicht noch besser sein. Und das muss hier genau das Analogum sein, vorzugehen und vielleicht auch Vorbehalte gegenüber der KI abzulegen. Ja. Die ärztliche Kunst ist nicht in Gefahr, sie kann verbessert werden. Nein, absolut. Okay, Herr Stefan, dann nochmal ganz herzlichen Dank für den spannenden Vortrag, der mal so was ganz anderes war, als wir bisher in der Akademie hier hatten. Und ja, im Kontext mit dem Vortrag davor, glaube ich, lässt uns das doch Hoffnung haben, dass wir durch KI Verbesserungen erzielen können. Wir müssen es nur auch wagen, angehen, den Datenschutz zu dem machen, was er ist, nämlich ein Schutz und nicht ein Hemmnis. Und Ihr Hinweis, dass die Patienten quasi nie ein Problem damit haben, ihre Daten herzugeben, das ist auch ein Hinweis, den muss man ganz oft den vermeintlichen Datenschützer, glaube ich, immer wieder an die Hand geben. Nochmal vielen Dank und in die Runde. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, im März geht es wieder sehr medizinisch zu. Dann geht es um multiresistente Erreger und Professor Bleetz aus Jena wird da Strategien schildern. Bis dahin, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und viele Grüße von der Ostsee. Tschüss. Danke. Tschüss.